eine Klage gegen die deutsche Bundesregierung wegen der Beihilfe zum Genozid in Gaza ein. Nadia wird heute uns erklären, warum sie die deutsche Bundesregierung wegen Beihilfe zum Genozid in Gaza vor Gericht bringt, warum es sich hier um einen Genozid handelt und warum wir deswegen die Bundesregierung anklagen müssen. Nadia Samur, bitteschön. Ja, vielen Dank an euch, an die OrganisatorInnen dieses Livestreams und herzlich willkommen allen jenen, die heute zuhören. Warum müssen wir über Genozid reden im Fall von Gaza? Bevor es ganz technisch wird gleich, technisch juristisch, möchte ich noch mal kurz den Moment nutzen, um zu gedenken an die vielen, vielen, vielen Opfer in Gaza. Ich bin es leid, die ganzen Zahlen immer wieder zu nennen, weil sie sich jeden Tag verändern. Es gibt unzählige ermordete Menschen, es gibt unzählige verletzte Menschen, es gibt unzählige Waisen. All die Schulen und Bibliotheken und Universitäten, die zerstört worden sind. All das Ackerland, das zerstört worden ist. All die Menschen, die auf der Flucht sind und in Flüchtlingscamps, insbesondere in Rafah, darauf hoffen, irgendwann wieder zurückzukehren und ein würdiges Leben zu leben. An all die Menschen möchte ich zuallererst gedenken. Wir leben in Zeiten, in denen die Worte von Rosa Luxemburg aktueller sind denn je. Zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Und wir sagen, dass das, was in Gaza geschieht, ein Genozid ist, und zwar unter deutscher Beteiligung. Wenn wir uns fragen, warum haben wir eigentlich erst jetzt angefangen, über einen Genozid zu sprechen, dann ist das eine berechtigte Frage. Im Völkerstrafrecht beschreiben wir den Genozid, den Völkermord, als Verbrechen aller Verbrechen. Ihr wisst sicherlich, dass es auch Kriegsverbrechen gibt oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und obwohl wir Völkerstrafrechtlerinnen uns einig sind, dass wir keine Hierarchie etablieren wollen im Völkerstrafrecht, wird trotzdem der Völkermord als das schwerwiegendste Verbrechen gewertet. Und deswegen gab es lange Jahre ein Zögern diesbezüglich, ob man, was die Situation in Palästina anbetrifft, wirklich von einem Genozid sprechen sollte oder sprechen kann. Aber trotzdem möchte ich daran erinnern, dass schon 2018 Haider Eid im Zusammenhang mit dem Great March of Return gesagt hat, dass die UN-Völkermordkonvention von 1948 hier unbedingt anzuwenden ist. Er sagte, es spielt keine Rolle, ob dies in einem schnellen Tempo oder in Zeitlupe geschieht. Das ist es, was dem Gazastreifen seit der Verhängung der Blockade durch Israel und den anschließenden Massakern angetan wurde, die zum Tod von mehr als 4000 Palästinensern in 3 aufeinanderfolgenden völkermörderischen Kriegen führten. Mohammed Nijim hat 2022 eine soziologische Studie erstellt mit dem Titel Genocide in Palestine, Gaza as a Case Study. Und er hat dort argumentiert, dass man Völkermord nicht nur als physische Vernichtung oder bloßes Massentöten einer Gruppe von Menschen verstehen muss, sondern auch als eine soziale Praxis. Und er hat den Begriff oder das Konzept von Genozid in einen Kontext, in einen größeren Kontext des israelischen Siedlungskolonialismus gebracht und auch den prozesshaften Charakter der Nakba betont. Richard Falk hat nach dem ersten größeren Krieg 2008, 2009 in Gaza gesagt, dass das, was hier geschehen ist, in Anführungsstrichen ein Vorspiel zu einem Genozid sei. Und gemeint hatte er damals nicht nur das Massaker, sondern auch die Belagerung, die laut Israel die Menschen in Gaza nicht verhungern lassen soll, sie aber auf eine Diät setzen werde.
Inzwischen wissen wir, dass der Gazastreifen komplett abgeriegelt ist, dass Israel Hunger als Kriegswaffe einsetzt und dass Menschen, insbesondere junge Menschen, insbesondere erkrankte Menschen und auch ältere Menschen bereits verhungert sind. Auch das Russell-Tribunal hat nach dem Massaker 2014 vor einem Genozid gewarnt. UN-Sonderberater für die Verhütung von Völkermord haben 2014 gewarnt, die Opferzahlen seien hoch und die rassistische und entmenschlichende Hetze gegen PalästinenserInnen seitens israelischer KommentatorInnen in den sozialen Medien und in der Politik seien im internationalen Recht verboten. Das Wort Genozid haben sie da noch nicht in den Wort genommen. Das hat sich jetzt dramatisch verändert. Schon am 15. Oktober 2023 haben fast 1000 Genozid- und Holocaust-ForscherInnen und VölkerrechtlerInnen eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, ich zitiere, die derzeitige Militäroffensive Israels auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 ist in ihrem Ausmaß und ihrer Schwere und damit auch in ihren Auswirkungen auf die Bevölkerung des Gazastreifens beispiellos. Nach dem Überfall bewaffneter palästinensischer Gruppen am 7. Oktober 2023, der auch kriminelle Angriffe auf israelische Zivilisten einschloss, wurde der Gazastreifen von den israelischen Streitkräften ununterbrochen und wahllos bombardiert. Zwischen dem 7. Oktober und dem 15. Oktober um 9 Uhr wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen 2329 Palästinenser getötet und 9042 Palästinenser verletzt, darunter mehr als 724 Kinder. Weite Teile von Stadtvierteln und ganze Familien im Gazastreifen wurden ausgelöscht. Der israelische Verteidigungsminister ordnete eine vollständige Belagerung des Gazastreifens an, die die Versorgung mit Treibstoff, Strom, Wasser und anderen lebensnotwendigen Gütern verbietet. Schon diese Terminologie deutet auf eine Verschärfung einer bereits illegalen, potenziell völkermörderischen Belagerung zu einem regelrechten Zerstörungsangriff hin. Zitat Ende. Die Zahlen sind, ihr wisst es, inzwischen veraltet. Die Opferzahlen liegen viel, viel, viel höher. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie macht sich Deutschland schuldig am Genozid in Gaza? Als allererstes möchte ich euch verweisen auf den ausführlichen und sehr gut aufbereiteten Bericht von Forensis. Forensis, das ist eine Schwesterorganisation von Forensic Architecture. Und Anfang April wurde der Bericht von Forensis veröffentlicht. Der nennt sich Short Study, Germans Arms Exports to Israel 2003 bis 2023. Die Studie findet ihr online und enthält alle wichtigen Angaben und aufgearbeitet in sehr anschaulichen Diagrammen und ist sehr aufschlussreich darüber, wie viele Waffen Deutschland an Israel liefert. Ihr wisst auch, dass Nicaragua einen Antrag bei dem Internationalen Gerichtshof eingereicht hat gegen Deutschland. Und zwar wegen Beihilfe zum Völkermord. Sie haben beantragt, dass vorläufige Maßnahmen gegen Deutschland vom Internationalen Gerichtshof erlassen werden. Es sollen alle Waffenlieferungen beendet werden und die Entscheidung zur Aussetzung der UNRWA-Hilfen zurückgenommen werden, damit Deutschland seine Beihilfe zum Völkermord in Gaza beendet. Ich bin Teil eines Anwaltskollektivs hier in Berlin, die zwei verschiedene Rechtswege eingeschlagen haben, um sich sowohl an die Initiative von Nicaragua anzuschließen, als auch an die Initiative von Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel wegen des Verbrechens des Völkermords. Und genau diese zwei Verfahren und allen voran das
von Südafrika angestrengte Verfahren, weil hier haben wir eben bereits auch eine Entscheidung des IGH. Diese 2 Verfahren dienen uns hier als Berliner AnwältInnen dazu, unsere Rechtswege hier zu begründen und voranzugehen. Ich will das ganz kurz erklären. Es sind nämlich 2 verschiedene, wie ich eben erläutert habe. Wir haben einerseits eine Strafanzeige erstattet im Namen von PalästinenserInnen mit Familie in Gaza, die Bundesregierung und also insbesondere den sogenannten Bundessicherheitsrat wegen der Beihilfe zum Völkermord angezeigt haben. Die Beihilfehandlung liegt in dem, was wir eben bereits erwähnt haben, nämlich indem Waffenlieferungen genehmigt werden, beziehungsweise bereits genehmigte Waffenlieferungen nicht widerrufen werden und indem die UNRWA-Zahlungen ausgesetzt werden und damit ein Beitrag geleistet wird zu der sogenannten humanitären Katastrophe und dem grassierenden Hunger in Gaza, der als Kriegswaffe eingesetzt wird. Ich sage humanitäre Krise in Anführungsstrichen, weil wir sprechen hier nicht von einem Naturereignis, von einer Katastrophe wie beispielsweise einem Erdbeben oder einer Überflutung, sondern wir sprechen hier von einer menschengemachten und in diesem Falle Israel gemachten humanitären Katastrophe, von einem Genozid. Außerdem haben wir einen Eilantrag eingereicht. Das haben wir am 5. April gemacht. Mit diesem Eilantrag, das ist was anderes als die Strafanzeige, mit diesem Eilantrag sind wir vor das Berliner Verwaltungsgericht gegangen. Hier geht es darum, den Genehmigungsprozess nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz anzugreifen und zu sagen, dass hier die Bundesregierung durch die Genehmigungen der Waffenlieferungen das Kriegswaffenkontrollgesetz gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstößt. Und wir fordern die Bundesregierung im Namen von Menschen in Gaza, die uns bevollmächtigt haben, auf, die Genehmigungen zu versagen und bereits erteilte Genehmigungen zu widerrufen. Wir stützen dieses Eilverfahren auf einen Verstoß gegen die Völkermordkonvention, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, gegen das bereits erwähnte Kriegswaffenkontrollgesetz und auf die Regularien zum sogenannten Responsibility of States for International Wrongful Acts, auf den Vertrag über den Waffenhandel, auf die Genfer Konventionen und auf das Völkergewohnheitsrecht. Eigentlich müsste die Bundesregierung selbst tätig werden. Nicht nur die Entscheidung des IGH zwingt dazu, sondern auch die Aufrufe aus der Zivilgesellschaft. Alle möglichen Menschenrechtsorganisationen haben sich für ein Waffenembargo ausgesprochen. Der Menschenrechtsausschuss der UN in Genf hat sich für ein Ende der Waffenlieferung ausgesprochen. Es gibt die UN-Sicherheitsratsresolution, die bindend ist, die für einen sofortigen Waffenstillstand steht. Und nicht zuletzt die ganze Straße, die ganze internationale Weltgemeinschaft, die ganzen Demonstrationen, die ganze Solidaritätsbewegung müsste die Bundesregierung dazu bringen, die Waffenlieferungen endlich einzustellen. Sie tut es aber nicht. Und das Recht ist nun unser letztes Mittel. Wir reihen uns mit diesen Initiativen ein in diese Bewegung, die ich eben erwähnt habe, für einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand und für das Ende der Waffenlieferung. Und wir sind nur so stark, wie die Bewegung ist. Die Bundesregierung sollte sich auch in Anführungsstrichen inspirieren lassen von den Entscheidungen, beispielsweise von der belgischen Regierung, die den Export von Schießpulver eingestellt hat, und zwar mit Verweis auf die EGH-Entscheidung. Japan hat auch aufgrund der EGH-Entscheidung die Partnerschaft mit der israelischen Firma Elbit Systems beendet.
Italien hat die Waffenlieferungen eingestellt. Spanien hat erklärt, keine Waffen mehr an Israel verkaufen zu wollen und das schon seit Beginn des Genozids. Kolumbien und Irland haben Waffenlieferungen bzw. Importe eingestellt. Kanada hat Waffenexporte eingestellt. Sogar der EU-Außenminister Josep Borrell stellte in einem Interview ausdrücklich fest, ich zitiere, "If you believe that too many people are being killed, maybe you should provide less arms in order to prevent so many people from being killed." Und ich und auch viele andere verstehen das als Aufruf für einen Stopp der Waffenexporte. Die Bundesregierung muss handeln. Auf kleine Anfrage im Parlament, im Bundestag, hat sie selbst zugegeben, dass sie Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des israelischen Vorgehens in Gaza hat. Und trotzdem hat sie bei einer Bundespressekonferenz Folgendes verlautbaren lassen. Ich zitiere. Jetzt muss man erst diese Eilentscheidung auswerten. Also gemeint ist die vom IGH. Es bleibt dabei, dass es dann ein Verfahren in der Hauptsache gibt, das dann bewertet und entschieden werden muss. Richtig ist, was Sie sagen, dass Gefahren gesehen werden. Wir hatten hier muntere Debatten über die Stellungnahmen der Bundesregierung in diesem Verfahren. Es zeigt sich, dass das alles offenbar doch nicht ganz so klar und eindeutig ist, wie es hier zumindest von denjenigen, die völkerrechtlich argumentiert haben, gesehen wurde. Insoweit prüfen wir diese Entscheidung. Das ist ja eine Entscheidung und kein Urteil. Und auch die Auswirkungen, die es auf unser Handeln hat, das prüfen wir sehr genau. Gleichzeitig ist das eine Position, die auch die Bundesregierung schon seit geraumer Zeit eingenommen hat, nämlich Israel daran zu erinnern, dass die humanitäre Lage in Gaza katastrophal ist, wir mehr humanitäre Hilfe in Gaza brauchen und auch das Vorgehen des israelischen Militärs passgenauer vorgenommen werden müsste. Also es in Teilen vorgenommen worden ist. Zitat Ende. Das sagt die Bundesregierung bei ihrer Regierungspressekonferenz am 29. Januar. Offenbar versteht die Bundesregierung den Inhalt der UN-Völkermordkonvention nicht. Es ist irrelevant, ob es hier ein endgültiges Urteil in der Sache gibt oder nicht. Es reicht aus, dass der internationale Gerichtshof plausible Anhaltspunkte für einen Genozid angenommen hat. Es reicht nach der UN-Völkermordkonvention aus, dass sozusagen die Gefahr eines Genozids besteht, denn die Völkermordkonvention verpflichtet nicht nur zur Bestrafung des Völkermords, sondern auch wird verpflichtend formuliert, dass Völkermorde verhindert werden müssen. Die Verpflichtung beginnt also, wie man juristisch so schön sagt, mit einem Ratione temporis in dem Moment, in dem ein Staat von der Existenz einer ernsthaften Gefahr erfährt oder hätte erfahren müssen, dass ein Völkermord begangen wird. Das ist international anerkannt und das ist auch ständige Rechtsprechung aller internationaler Tribunale, wie beispielsweise dem Tribunal, dem Jugoslawien-Tribunal, dem Ruanda-Tribunal und anderer Tribunale. Schon am 16. November haben eine Gruppe von UN-Experten vor einem drohenden Völkermord durch Israel in Gaza gewarnt. Im Januar warnten 16 Menschenrechtsorganisationen vor der Gefahr eines Genozids und forderten einen sofortigen Stopp von Waffenlieferungen. Die erwähnten IGH-Entscheidungen, der Bericht der Sonderberichterstatterin Francesca Albanese vom 25. März, all das reicht für die Bundesregierung, um sofort handeln zu müssen. Ein Abwarten irgendeiner Entscheidung vom IGH, einer endgültigen Entscheidung, eines Urteils, juristisch ausgedrückt, das stimmt nicht und das ist ein vorgeschobenes Argument, was die Komplizenhaftigkeit, was die Beteiligung und die Beihilfe nur noch weiter unterstreicht. Ich blicke auf die Zeit.
Ich spreche bereits 15 Minuten. Karin, sagst du mir noch mal kurz, was meine zeitliche Begrenzung ist? Du hast noch 5 bis 10 Minuten. Okay, danke schön. Mm. Ihr habt sicherlich auch mitbekommen, dass Deutschland sich aufgrund des Antrags Nicaraguas vor dem Internationalen Gerichtshof verteidigen musste und sicherlich auch die durchaus überraschende Verteidigungslinie Deutschlands mitbekommen. Interessant war, dass sie sich in den Fakten auf die Fakten eingelassen haben. Insofern, als dass sie gar nicht so viele Waffen liefern, beziehungsweise die Lieferungen gar nicht diejenigen Waffen betreffen, die sogenannte Kriegswaffen seien, sondern lediglich sonstige Rüstungsgüter. Das hat mich und viele andere Beobachterinnen und Völkerstrafrechtlerinnen durchaus überrascht, wie man versucht, hier die Öffentlichkeit und vor allem den Internationalen Gerichtshof in die Irre zu führen. Deutschland versucht eine bürokratische Unterscheidung zwischen sogenannten Kriegswaffen und sogenannten sonstigen Rüstungsgütern. Das ist eine Argumentation, die so nicht aufgeht. Diese Unterscheidung ist in internationalen Vorschriften nicht vorgesehen. Und hier nenne ich nur als Beispiel den Vertrag über den Waffenhandel, den Arms Trade Treaty. Unsere Forscherinnen und Forscher bei Forensis, hier insbesondere Dimitra und auch Shirheva, haben kommentiert, dass das deutsche Vorbringen irgendwie einem Wortsalat ähnelt und man hier versucht, die von Nicaragua vorgelegten Fakten nur in der Optik verzerren zu wollen. Wir haben viel Zeit damit verbracht, eben diese Unterscheidung zu betonen, die ich eben erwähnt habe, die, wie gesagt, international und auch rechtlich so nicht vorgesehen ist. Außerdem haben sie behauptet, dass die 500.000 Schuss Munition angeblich nur für Ausbildungszwecke bestimmt waren und deswegen nicht hier als Kriegswaffe in Gaza eingesetzt werden. Jedenfalls geht die Bundesregierung davon aus. Hier hat aber bereits Haaretz schon längst berichtet, dass die israelische Armee in Gaza auch solche Munition verwendet, die eigentlich nur zum Training gedacht war. Das haben uns so auch unsere Forscherinnen und Forscher bestätigt. In Bezug auf die Heron-Drohnen, die Israel auch einsetzt, hat Deutschland vor dem IGH versucht, die Tatsache zu verdrehen, dass dieser bewusste Akt der Unterstützung, diesen Drohneneinsatz zu genehmigen, was Verteidigungsminister Pistorius im Oktober auch ausdrücklich so erklärt hat, nur eben das natürliche Ende eines Leasingsprogramms sei und dass hier keine weitere deutsche Entscheidung vorliegt, was diese Drohnen anbetrifft. Das ist gelinde gesagt ein extrem lächerliches Vorbringen Deutschlands vor dem IGH. Wenn ihr mich jetzt fragt, warum ist es unsere Pflicht, die deutsche Bundesregierung wegen Komplizenschaft am Genozid zur Rechenschaft zu ziehen, dann möchte ich euch ganz kurz etwas vorlesen, was ich in einem Zeitungsartikel in Bezug auf Ruanda gelesen habe. Ihr erinnert euch, in Ruanda hat es einen schrecklichen Völkermord gegeben. Und in der Zeitung las ich Folgendes. Zitat. Einzig ruandische Aktivisten, so sie noch am Leben waren, und internationale NGOs schlugen Alarm. Sie hatten schon im Sommer 1993 von Gewalt gegen Tutsi und Hasspropaganda in Hutu-Medien berichtet. Knapp 2 Wochen nach dem Absturz der Präsidentenmaschine schätzte Human Rights Watch
die Zahl der Ermordeten bereits auf 100.000 und verlangte von Politikern, die Verbrechen als Genozid einzustufen. Damit wären alle Unterzeichner der UN-Völkermordkonvention, darunter auch die USA, Klammer auf, auch Deutschland, genötigt gewesen, einzugreifen. Achtung, heißt es dazu in einem Vermerk des Pentagon vom 1. Mai 1994. Einstufung als Genozid könnte verpflichten, tatsächlich etwas zu tun. 4 Jahre nach dem Blutbad räumte der damalige US-Präsident Bill Clinton bei einem Besuch in Ruanda ein, er habe nicht ausreichend wahrgenommen, mit welcher Wucht und Geschwindigkeit dieser unvorstellbare Horror das Land verschlungen hat. Das war gelogen. Clinton wusste nach dem 6. April 1994 sehr wohl, was in Ruanda vor sich ging. Zitat Ende. Was will ich damit sagen? Ich will sagen, dass jetzt ein Genozid in Gaza stattfindet und dass versucht wird, das zu leugnen, indem man sagt, na ja, es ist ja lediglich ein Eilverfahren, es ist lediglich eine einstweilige Verfügung des IGH. Und wir wissen ja noch gar nicht, weil es gibt ja gar keine endgültige Entscheidung, kein endgültiges Urteil, das bindend sein könnte. Das ist eine absolute Farce und es wird uns in die Situation bringen, dass irgendwann irgendwelche Tribunale stattfinden, wenn es zu spät ist. Aber wir wollen keine Entschuldigung, wir wollen keine Sonderberichte, wir wollen keine Gedenktage, wir wollen keine Filme und keine Theaterstücke und auch keine Kunstausstellungen über das, was damals in Gaza geschehen ist. Wir wollen, dass das Verbrechen des Genozids wahrgenommen wird, ernst genommen wird und sofort beendet wird. Und die Bundesregierung hat eine Verpflichtung dazu und deswegen ziehen wir sie zur Rechenschaft. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass das bosnische Genozidüberlebende jetzt für Gaza mobilisieren und sagen, begeht nicht denselben Fehler, den ihr damals mit uns begangen habt. Ein Genozid vor euren Augen und ihr habt es nicht verhindern können. Dann sollte uns das eine Lektion sein. Ich hatte letztes Jahr das Privileg, tamilische AktivistInnen zu verteidigen vor Gericht wegen des Vorwurfs der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Wie ihr sicherlich wisst, gab es auch in Sri Lanka einen Genozid gegen die Tamilen. Und ich höre immer wieder heute, dass das, was in Gaza passiert, einmalig ist, vorher nie geschehen ist. Ein Genozid vor unseren Augen, vor der laufenden Kamera, mit wissentlich und mit UN-Coverage und so weiter und so fort. Ich möchte uns daran erinnern, dass das nicht stimmt. Ich möchte uns auch warnen davor, zu glauben, dass das eine erstmalige und einmalige Situation ist. Ich möchte uns ohnehin davor warnen, vor dieser Logik von Einmaligkeit, von Singularität und so weiter. In Sri Lanka hat es so ähnliche Vorgänge gegeben wie jetzt in Gaza. Und als ich damals dieses Verfahren verteidigt habe, habe ich gedacht, wie schrecklich muss das sein, ein Genozid zu erleben oder zu überleben und die Organisation, die bewaffnete Organisation, die damals als Akteur auf der Seite der tamilischen Zivilbevölkerung stand, wird hier als terroristische Vereinigung kriminalisiert. Was für eine unwürdige Form der Erinnerung und der Geschichtsschreibung. Und genau das passiert jetzt auch in Gaza. Und das ist eine ganz, ganz bittere Erinnerung gewesen, die mir Anfang Oktober sofort in den Sinn gekommen ist. Warum müssen wir die Bundesregierung wegen Komplizenschaft am Genozid zur Rechenschaft ziehen? Ich möchte uns allen empfehlen, uns mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, den uns Naomi Klein mit auf den Weg gegeben hat. Palästina ist ein Labor für eine ökofaschistische Zukunft. Der globale Süden sieht in Gaza einen Blick auf seine Zukunft.
Und auch der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte, was wir in Palästina sehen, wird auch das Leiden aller Völker des Südens in der Welt sein. Gaza ist nur das erste Experiment, um uns alle als entbehrlich zu betrachten. Ihr wisst alle, dass Palästina oft als Labor für israelische Technologie und koloniale Praktiken beschrieben wird, die das Land Israel in die ganze Welt exportiert. Und wenn dem so ist, und das glaube ich und das sehe ich und das tun auch viele andere, und ich weiß, dass viele, die hier heute zuhören, das ebenfalls so sehen, dann ist das, was jetzt in Gaza passiert, eine Warnung für uns alle und insbesondere auch eine Warnung an uns hier in Deutschland, die wir mit unseren Steuergeldern genau diesen Genozid finanzieren. Und gleichzeitig, um nicht mit dieser doch sehr erschütternden Wahrheit zu enden, will ich noch einen Gedanken von Naomi Klein hier stark machen. Diese Generation ist in der Lage, die Geschehnisse im Gazastreifen zu erkennen, weil sie bereits Völkermorde erlebt hat. Wir wissen, was Völkermorde sind. Wir kennen die Geschichte und wir erkennen die Geschichte. Deswegen war es mir wichtig, nochmal zu erwähnen, was mit den Tamilen in Sri Lanka passiert ist, was in Bosnien passiert ist, was in Ruanda passiert ist. Und stellt euch vor, dass wir die Generation sind, die Völkermorde für immer beenden können. Dankeschön. Vielen, vielen Dank an Nadia Samur. Wir gehen jetzt weiter mit dem Video von Noura Erakat. Noura Erakat ist eine palästinensische-amerikanische Universitätsprofessorin, Rechtswissenschaftlerin und Menschenrechtsanwältin. Sie ist eine der führenden Stimmen in den USA in der Palästina-Solidaritätsbewegung. Derzeit ist Erakat Professorin an der Rutgers University und auch auf internationale Studien spezialisiert. Sie wird heute uns über die Klage Südafrikas von dem Internationalen Gerichtshof reden und wie der Genozid in Gaza mit der Jahrzehnten andauernden ethnischen Säuberung und Siedlerkolonialismus zusammenhängt und wie sie westliche Staaten dabei mitschuldig machen. Bitte schön. So, hi, Elena, and thank you to everybody at this conference who is doing tremendous work, especially in the face of bullying, harassment, intimidation, criminalization, gaslighting. I salute you, and I salute the fact that you are convening this conference, and especially to my co-panelist who has brought a lawsuit against Germany within German courts. I know that this comes with a tremendous amount of risk and instability and insecurity. And I see you, and I'm so honored to be among you. As to the question of genocide, genocide becomes proscribed in 1948 in its own standalone treaty that recognizes that the intent, it's comprised of two parts, which is the specific intent to destroy a people in whole or in part based on their racial, ethnical, national, or religious grounds, together with a specific intent, right, that with some acts in order to accomplish that, which includes mass killings, which includes creating the conditions that would lead to the destruction of a people in whole or in part, which includes preventing births in the group, and which includes injuries to bodily integrity and dignity. And so all of these things together come to comprise what we know now as tantamount to genocide. A few notes on the Genocide Convention. One is that, think about the timing of it. So much of the Genocide Convention, even though it's a universal condition that describes something that can happen to any group in the world, is very specifically applied and associated with the Nazi genocide of Jewish people across Europe.
And so this event canonized genocide as a crime in a way that actually made it an exception rather than a feature of Europe's colonial wars, and in a way that absolves so much of Europe's crimes across the globe, including and notably the transatlantic slave trade, including and notably the genocide of indigenous peoples in settler colonies from the United States to Canada, New Zealand, and Australia, including, you know, genocides that happen in the Middle East as well. Think of Turkey's genocide of the Armenian people and the attempt to destroy them. And so there is a way in which the Genocide Convention in 1948 absolves this colonial violence and creates the critique that many post-colonial and anti-colonial thinkers have come to criticize as basically absolving the West of their crimes. And what Aimé Césaire, for example, Martinican essayist, artist, has critiqued, you know, that Hitler actually was able to, learn of genocide and to perfect this particular kind of violence by studying it in the colonial geographies of Germany, not least in Namibia, but of other colonial powers that had used it in order to forge their own civilizations, as well as their identities, and to accrue their wealth. He describes this as the boomerang effect, that this wasn't something born within Europe's shores, but it was born in the colonial geographies of European shores against brown and black bodies, but that doesn't get recognized as criminal when it happens against those bodies, and only becomes recognized when it happens within European shores in a way that becomes about Europe and its own consciousness, one that couldn't be triggered, right, when it happened to brown and black peoples. I mean, this couldn't be more clear to us and more vivid in the face of the fact that now 14,000 Palestinian children have been killed, but there's not moral outrage until 7 humanitarian workers of various foreign nationalities are targeted by Israel, as if all of the targeting, as if all of the footage, as if all of the testimony wasn't sufficient to demonstrate that Israel was directly targeting Palestinians and civilians, that only becomes legible when it happens against non-global South bodies. And so that's one thing that I would highlight about this convention and its limitations, even in this moment. But that limitation leads us to the second limitation, which is that rather than evaluate genocide as constituting this definition inscribed in law, it becomes, genocide in other places has to somehow meet the mark of what Nazi genocide looked like by analogy, as opposed to, taking it to a level of abstraction and application. And that's absolutely incorrect. That's an incorrect form of legal logic. And it also belies jurisprudence that has shown otherwise, so that, many people have very offensively accused that there could not be a genocide against the Palestinian people because not enough have been killed. Now some 35,000 Palestinians in 6 months, the entirety of the Gaza Strip destroyed. There's one standing city left. People are dying of famine and starvation. There is an overwhelming just even use of how many people even use bathrooms, which is leading to preventable diseases because of a lack of hygiene, right? All of these conditions that are clearly, right, created in order to destroy a people, in whole or in part, in this case, in part, because the Palestinians are part of a broader Palestinian people. And yet the emphasis is on the number, that 30,000 is nothing like the 6 million Jews that were killed. That's offensive, that's legally inaccurate, and it also belies jurisprudence, which finds that, for example, in Rwanda, that the creating of the conditions that would lead to the destruction of a people would be tantamount to the act of genocide, right? Incitement to genocide is also a violation. And in fact, the Genocide Convention in its inception is not meant to punish genocide, it's meant to prevent genocide. So even if there haven't been enough people killed, the purpose is not to wait till we get to that number, but to prevent an even higher number. It misses the mark on the thrust of the Genocide Convention and its obligations. The third point that I want to make here is that the Genocide Convention is literally legislated in the, the aftermath, in the shadow
of the Palestinian Nakba, in a way that normalizes the Palestinian Nakba, in a way that makes it impossible to recognize this original crime as constitutive of genocide. One, because the Palestinians who have had their self-determination usurped can't sign on to the Genocide Convention in this moment. And two, because the very country and the paramilitary forces that precede the establishment of this country that should be held to account is seen as the reparations, Western reparations for genocide, and cannot possibly be imagined as its first accused. And so here you have also like this temporal misplacement where Palestinians become, their Nakba and their condition becomes exceptionalized as a matter of fact and a matter of law in a way that creates Israel and its crimes as also exceptional, so that we can't adequately recognize what is happening right now as genocidal, which should stop us all in our tracks. But instead, we knew this in the first week. In the first week, there were 6,000 bombs dropped. We already heard the specific intent of Yoav Gallant, of Isaac Herzog. All of the quotes that were quoted by the South African legal team were made in the first week. They indicated to us a map of the intent to remove 1.1 million Palestinians in the north to the south of the Wadi Gaza line in the first week. And yet, because of our failure, and I was just explaining some of the complications of our inability to be able to recognize it, we're 6 months on with an ICJ decision, with starving Palestinians, and still being dragged through these conversations of what's happening, as if the Israeli offensive, and this is what we're being told, as if the Israeli offensive is somehow a legitimate form of combat. Well, shame on all of us. Shame on all of us for failing to recognize that what's happening to Palestinians as genocidal, an inability to connect with them primarily because of racism, primarily because of an anti-Palestinian racism that makes that harm and that suffering illegible to us. And shame on all of us for even thinking that these forms of warfare, which frankly predate or predate the Second World War and characterize the Second World War, for which not only the Genocide Convention is legislated, but also the laws of war are legislated, right? What are the Geneva Conventions? What are the 1977 protocols, right? And now we're saying that nothing applies, no law applies here. And that what's happening to Palestinians is similar to what happened in Dresden. Dresden, in retrospect, was considered, as something that was in that moment acceptable, but that should not be repeated, right? So much so that you have members of US Congress who think that this is not enough and want to drop a bomb, an atomic bomb, on a defenseless people without even an airport or the ability to become refugees again in order to solve what they see as a problem, because we do not appear as more than a problem to the global north. And so this isn't about law. This isn't about legal logic. So much of this is really about ongoing colonial legacies, which continue to shape us, and a deep set racism, which we have not overcome. I think that the significance is that we can finally stop this debate. And frankly, the debate has become a distraction, okay? Because if you do not want to call it genocide, call it something, even if you wanted to call it war, at some point, right, you have to recognize that this warfare, as much as it's featuring war crimes and crimes against humanity as a matter of course and fact that characterize it, is unacceptable. So that even if you wanted to blame the Palestinians for their own death in an ongoing victim blaming scenario, right? At some point, you have to recognize that the Israeli army is either unfit or unethical
and should be restrained. And if not that, that there should have been mercy on a people, mercy on a people that is not forthcoming. And so, the whole discussion around the emphasis, around the emphasis of what this is and how do we describe it is really about discussing whether or not it's we can allow it to continue, right? But even if you remove genocide, Israel should not be, they should be taken off the battleground. They are an inept army that suck at TikTok videos even, and could barely do that, let alone to allow them to sit with this very, wear women's lingerie, to shoot at children like they're birds, to blow up mosques as birthday gifts and engagement gifts to other people, who have tortured, as a matter of course, ridiculed, who have driven bulldozers to pick up Palestinian corpses while humming songs. How is this not terrifying? What does it matter what name you give it? And I think that the South African move, was a way to help us just resolve this. If we can get from even the highest court in the world to tell us, right, if jurists have not been enough, if special rapporteurs have not been enough, if experts have not been enough, if genocide scholars have not been enough, if the Palestinians themselves have not been enough, then surely the International Court of Justice, the president of which is resided by an American judge, should be enough, who found that this was plausibly genocide, thus triggering the Genocide Convention, again, the thrust of which is to prevent, not merely to punish, and to move these countries into an obligation to adhere to that convention. And in many cases, we did see it effectively mobilized in that way, as we saw several countries, suspend arms shipments, end military contracts, end their diplomatic ties, bring other lawsuits, right? That it did do some of that work to help people agitate for the ceasefire that we need. But that's why the South African decision, not only is it, to get the highest court to basically say this is not a debate. There's enough here to say that it's more than likely. So prevent it. Really, prevent it. And on the other hand, it moves these third-party states into fulfilling their obligations. And the other consequence of this is it's really helping to crystallize an ongoing fracture between the global North and the global South. I think we saw that very vividly when Germany responded in order to basically reject the ICJ's jurisdiction and its findings, and the Namibian president, who since passed away, responds and say that Germany is unfit to tell us what is and is not genocide, when they have not even properly atoned for the genocide of the Herero and Nama people in Namibia between 1904 and 1908. That Germany and many of these, former colonial powers and ongoing colonial powers are constituted of these genocidal wars against brown and black bodies in a way that makes them as unfit today as they have been in the past to be able to tell us what is moral, what is just, what is ethical. And so, the South Africa case helps bring all of these things to the fore. Yeah, I mean, this was wonderfully highlighted by the South African legal team as they begin their story in the ongoing Nakba. It was also highlighted really recently by the Special Rapporteur to the Occupied Palestinian Territories, Francesca Albanese, who frames and contextualizes the ongoing genocidal campaign against the Palestinians in Gaza within a framework of ongoing settler colonialism. And it becomes, it brings up for us this idea of slow versus
fast violence, hot versus cold violence, in a way that we couldn't and have not necessarily recognized that in Zionist territorial consolidation and genocidal expansion, that a constitutive form of their violence and their strategy has been the removal and the elimination of a native people. An elimination of the native people that has been demonstrated to us, through the prevention of births, through the killing of people, through their mass removal, through their forced, in this case, not forced assimilation into necessarily Israeli society, but into Arab society in a way that negates their Palestinian national identity, is tantamount as well to genocide, but that wasn't articulated as such, again, because it's not settled, right? And so I want to not only emphasize that, yes, we should, there is no way to properly understand this unless we think about it as 76 years. Because if you only begin history on October 7th, then the debate becomes around, what Israel is telling us, that Israel is targeting Palestinians not for who they are, but for what they did. That it's because of what they did on October 7th, not because that they're Palestinians who by their very existence threaten Zionist settler sovereignty. So how do you get to the core of that unless you expand, and actually have the context? So I think it's quite important that we have this context. I think it's also important to lift up that the Nakba, and this is the work, that we're beginning to see come from Rabia Aghbariya, a legal scholar who wants us to think about what would happen if we can, theorize the Nakba as a core international crime. Well, in doing so, we would understand that its constitutive element is the fact of of the usurpation of self-determination, right? So if the thrust of apartheid is racial domination, and the thrust of genocide is destruction, the thrust of Nakba is the usurpation of self-determination. And that Nakba is not constituted by one element alone, but is actually is what we see. It's ethnic cleansing, right? As well as genocide and apartheid. That the Nakba is comprised of all of these elements in order to achieve this outcome, and failure to recognize it on its own terms gets us stuck in this problem of legal translation, which, might be interesting for scholars and for us to debate. But what we need to communicate to the world is that Nakba is comprised of all of these elements. It's comprised primarily of ethnic cleansing and removal. It's then consolidated and regulated through apartheid in order to maintain that domination and to continue this slow removal. And at its height, in the failure to achieve it in this slow, protracted way, is the outright deployment of genocidal violence with advanced weapons technologies, zero red lines, and the cheerleading of colonial and settler colonial and nuclear powers who have only framed us as a problem to be managed, and in this moment eliminated, and cannot see us on our own terms. And we should not wait for them to see us on our own terms. We see ourselves. We see ourselves, and we demand freedom and liberation. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten und ich würde das Abschlusswort zu Nadia Samour wiedergeben. Nadia, bitte schön. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr eindrücklicher Beitrag von Noura Erakat, die das Video eingeschickt hat. Ihr wisst ja alle, was passiert ist am Freitag. Der Palästina-Kongress wurde aufgelöst und von der Polizei verboten. Jegliche Ersatzversammlungen sind demnach auch verboten. Deswegen treffen wir uns hier sozusagen im Livestream als Nicht-Versammlung. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob Sie uns überrascht haben mit dieser Entscheidung, aber nach den Reaktionen gestern und vorgestern weltweit und die Empörung über das deutsche Vorgehen, glaube ich, dass wir Sie überrascht haben. Ich habe mich auch gefragt die letzten Tage, um meinen Beitrag so ein bisschen jetzt zu erweitern, inwiefern Deutschland sich eigentlich weiterhin mitschuldig gemacht hat
indem es jegliches Sprechen, öffentliches Organisieren, Vernetzen gegen den Genozid verhindert, verbietet. Und wirklich ganz bitter aufgestoßen ist mir dabei das Einreise- und Betätigungsverbot gegen Dr. Ghassan Abu Sitte, einem direkten Zeugen des Genozids in Gaza. Wie kann es sein, dass ein direkter Zeuge des Genozids nicht sprechen darf in Deutschland und wahrscheinlich auch nicht über die deutsche Komplizenschaft am Genozid? Das hat mich dazu gebracht, nochmal uns allen in Erinnerung zu rufen, dass die Verpflichtungen nach der UN-Völkermordkonvention noch weitergehen. Also nicht nur den direkten Täter oder Täterin des Völkermords zu bestrafen, sondern auch die Teilnahme, also die Beihilfe und auch der Versuch der Teilnahme am Genozid zu bestrafen ist und schließlich auch zu bestrafen ist die unmittelbare und öffentliche Aufhetzung zur Begehung des Völkermords. Und hier möchte ich nur abschließend darauf aufmerksam machen, dass es eine Kampagne gibt, die sich nennt Palästina klagt an. Und diese Kampagne hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene deutsche öffentliche Personen dafür zur Rechenschaft zu ziehen, dass sie zum Völkermord, zur Begehung des Völkermords gegen Palästinenserinnen und Palästinenser aufhetzen. Schaut euch diese Kampagne an. Palästina klagt an. Und ihr werdet sehen, dort sind beispielhaft verschiedene öffentliche Personen aufgezählt mit ihren unsäglichen, rassistischen und entmenschlichenden und genozidalen Kommentaren in der Öffentlichkeit. Wo beispielsweise Tobias Huch behauptet, dass es keine Unschuldigen gibt in Gaza. Das ist im Grunde genommen keine Entscheidung, die nach dem Völkerrecht vorgesehen ist, eine Entscheidung zwischen Bewaffneten und Unbewaffneten, insbesondere also Zivilisten, zu treffen ist. Fordert also im Grunde genommen nichts anderes als eine Kollektivbestrafung. Oder auch ein Zitat von Jan Fleischhauer, in dem er die UNRWA als Hamas-Coverbude bezeichnet und die Bundesregierung auffordert, keinen Cent mehr an die UNRWA zu leisten und damit im Grunde genommen der Hunger und die grassierenden Krankheiten ja, mittelbar jedenfalls für gut befindet. Oder auch Volker Beck, der damit zitiert wird, dass jegliche Hilfsgüter an die Befreiung der Geiseln als Conditio, also als Bedingung verbunden werden sollen, um den Druck zu erhöhen. Und ihr könnt euch sicherlich auch noch an das unsägliche Zitat von Dirk Niebel erinnern, ehemaliger Minister, der davon sprach, dass Gaza einen wunderbaren Parkplatz neben dem Mittelmeer ausmachen würde. Auch das ist Aufhetzung zum Völkermord und auch das ist nach der UN-Völkermordkonvention zu bestrafen. Und auch hier macht sich Deutschland mitschuldig, indem es all dieser genozidalen Sprache und Kommentaren keinen Vorschub, keinen Einhalt bietet. Und deswegen müssen wir das tun. Das ist unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft, auch diesen Beitrag am Völkermord in Gaza zu unterbinden. Vielen Dank. Ja, danke schön an Nadja noch einmal für die letzten Schlussworte und damit auch nochmal an alle, die auch jetzt neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Livestream. Wir wollen hier das Tribunal
noch einmal auch im Internet sozusagen die Realität umsetzen. Und genau, ich bin Dilara Lurin, ich mache die Moderation und wir haben 2 Gäste eingeladen. Dieser Teil wird sich darum drehen, dass wir nicht schweigen werden, bis Palästina befreit ist und Augenzeugen des Genozids in Gaza anklagen werden. Einmal haben wir Abdallah Abdelhadi, ich entschuldige mich, falls ich die Namen unkorrekt aussprechen sollte, mit vor Ort. Er ist ein in Deutschland geborener, aber in Gaza aufgewachsener Kinderarzt und ist Teil des palästinensischen Grassroots Organizing und Aktivismus hier in Deutschland. Ebenfalls dabei ist Jamila Hamad Aqqa, ist deutsch-palästinensische Medizinstudentin in Gaza und Mitbegründerin des Newsportals Gaza Under Attack. Sie engagiert sich für eine ausgewogene pro-palästinensische Berichterstattung im deutschsprachigen Raum. Und während des Genozids im Gazastreifen erlebte sie die ersten 35 Tage mit, was auch ihre Motivation für ihre Arbeit weiter verstärkte. Und es vielleicht nochmal auch für euch beide, ich würde euch beiden jeweils 25 Minuten Zeit geben. Zuerst die Frage an Jamila: Magst du uns von den ersten 35 Tagen berichten, die du in Gaza erlebt hast? Klar, dafür bin ich hier. Soll ich direkt anfangen oder? Genau. Also erstmal hallo. Ich wurde ja gerade schon vorgestellt. Bevor wir anfangen, würde ich gerne ganz kurzes Gedankenexkurs mit euch machen. Ein kleines Gedankenexperiment. Und zwar will ich, dass ihr euch ganz kurz ein folgendes Szenario vorstellt. Ihr wacht ganz normal um 6 Uhr an einem Samstag auf. Ihr seid früh aufgewacht. An dem Tag habt ihr nämlich was Wichtiges vor. Und zwar habt ihr auch keine Vorlesung. Ihr habt einen freien Tag. Ihr geht zur Uni. Ihr habt freitags und samstags frei. Am Tag davor war nichts Besonderes. Ihr seid ganz normal zu Bett gegangen, gut gelaunt. Ihr habt ein normales Leben. Ihr seid in einer Phase, in der ihr ganz viele Veränderungen in eurem Leben habt, ganz viele Entscheidungen. Ihr habt euer Abi vor kurzem geschrieben. Danach wart ihr über den Sommer im Urlaub bei eurer Familie, habt ganz die Zeit genossen. Ihr nutzt das aus. Ihr habt lange Ferien. Ihr lernt eure Familie besser kennen, macht ganz viele Freunde, neue Bekanntschaften. Und ihr habt euch kurzfristig dazu entschieden, im Gazastreifen dann nach dem Urlaub bei eurer Familie zu bleiben. Aus persönlichen Gründen auch einfach. Und ihr fängt an, euren langjährigen Traum zu erfüllen. Mein langjähriger Traum war es, Medizin zu studieren. Und das habe ich dann im Gazastreifen angefangen zu tun. Und dann wird euer Leben im Prinzip von ganz vielen Geräuschen unterbrochen. Ihr wisst noch nicht, was das für euch heißt. Kurzes Trigger Warning, es wird jetzt ganz kurz laut. Ich will euch mal einen Ton vorspielen. Das ist ein Bruchteil von dem, was man hören könnte von diesen Geräuschen. In Realität ist es natürlich viel, viel schlimmer. So hört sich Panik an, so hört sich eine Rakete an. Und als jemand, der damit nur minimal vorher konfrontiert worden ist, das heißt, ich war in einem Krieg ein Jahr davor einmal da, ist das natürlich was, ja, sehr erschreckendes, panikerregendes, todesangsterregendes. Und ihr wisst noch gar nicht, was das für euch heißt. Also den Rest, den kriegt man nur eben noch durch die Nachrichten mit. Ansonsten ist überall Panik, ansonsten ist es überall laut. Und so war das für mich eben am 7. Oktober. Also man hat gar nichts mitbekommen. Es hat als normaler Tag angefangen und auf einmal hört man dann ganz viele
Geräusche, von denen man gar nicht weiß, was das zu bedeuten hat. Ähm, genau, Nachrichten ist dann halt noch so ein Ding. Kurze Zeit später, nachdem das Ganze angefangen hat, gab es dann auch keinen Strom mehr. Das heißt, man ist abgekappt, man weiß gar nicht, was passiert und man ist auch definitiv an nichts von dem, was passiert, schuld. Das heißt, man sitzt dort, man versucht ganz ruhig sein Leben umzusetzen und wird dabei unterbrochen. Für viele hat das Ganze am 7. Oktober angefangen. Ich persönlich als Palästinenserin aus dem Gazastreifen sehe auf jeden Fall, dass das schon viel früher angefangen hat. Das heißt, es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Es ist nicht das erste Mal, dass es einen Krieg gibt. Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen sterben. Würde man das alles erstmal aufzählen wollen und durchgehen wollen, wäre das ein viel zu großer Ausschweif. Deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein, aber generell Palästinenser aus dem Gazastreifen zu sein, ist schon mal was ganz Spezielles, auch selbst wenn ich bin selbst in Berlin geboren und hier aufgewachsen, aber allein in den Gazastreifen zu reisen für Urlaub oder so oder um die Familie auch einfach zu treffen, also Urlaub in dem Sinn ist es ja auch nicht, ist halt auch schon eine sehr erniedrigende Erfahrung, muss man sagen, sehr schwer und sehr politisch vernachlässigt. Also Menschen leiden seit Jahrzehnten im Gazastreifen und während es für viele erst am 7. Oktober angefangen hat, hat es für die Leute schon viel früher angefangen. Zurück aber zu den Geschehnissen, die ich dann erlebt habe. Am 8. Oktober wurde eines der ersten Gebäude im Gazastreifen mit einer Rakete getroffen und das war direkt das Gebäude hinter uns. Zwischen uns und dem Gebäude liegt eine schmale Straße, das heißt, ja, also sehr, sehr nah. Sehr, sehr erschreckend. Ich war dort mit meiner Familie. Ich habe 2 jüngere Geschwister, um die 10, 12 beide. Das heißt, ganz große Panik. Es ist bekannt, dass also nach den Ereignissen am 7. Oktober war ja natürlich klar, dass jetzt ein ganz brutaler Racheakt im Prinzip auch einfach zurückkommt als Gegenangriff, einfach weil man sich angeblich verteidigen will und weil man sich rächen will an den Leuten. Das heißt, wir hatten schon ein bisschen vorgeplant und das hatte dazu geführt, dass natürlich überall es einfach etwas Bekanntes, was Leute im Gazastreifen machen, dass wenn erwartet wird, dass Raketen fallen, dass man die Fenster immer in Spaltbreit offen lässt, damit bei dem Druck des Schlages die Fenster nicht explodieren und überall hinschmettern. Das heißt, nachdem das Gebäude getroffen worden ist, war innerhalb von wenigen Sekunden unsere ganze Wohnung schwarz. Man hat die Person vor dir nicht gesehen. Das Ganze war erstickend natürlich. Ich meine, das ist Schwarzpulver. Und wenn man auch noch mal daran denkt, was für Geräusche das waren, das war gerade hier so ein kleiner Ausschnitt, das hört sich natürlich in Realität um das 10-fache schrecklicher an. Das heißt, man hat diese paar Sekunden, in denen man das alles erlebt und danach geht alles ganz schnell. Ehe man nach ein paar Minuten dann erst wieder aus dem Fenster gucken kann, liegt natürlich alles dem Erdboden gleich. Das heißt, du hast vor dir eine Ruine und das ist natürlich Panik pur. Man weiß nicht, was man machen soll, man weiß nicht, wohin. Was wir getan haben, ist erstmal im Haus bleiben, ganz weit weg von den Fenstern, weil wir natürlich Angst hatten, dass jetzt weitere Angriffe in der Gegend folgen, also in den umliegenden Gebäuden, was ja dann wir wären. Und deswegen haben wir uns ganz nah ans Fenster gestellt, ganz weit weg von den Fenstern, damit niemandem was passiert. Und wir haben einfach abgewartet. Danach ist zum Glück nur noch etwas weiter weg was passiert. Also unser Gebäude hat es zum Glück an dem Tag nicht getroffen, noch nicht. Genau. Alle waren natürlich am Zittern, alle waren am Überlegen. Man hat überall Schreie gehört. Nachbarn sind natürlich rausgelaufen, unter anderem halt auch aus unserem Gebäude, um zu gucken, ob da vielleicht Personen sind, die Hilfe gebraucht haben oder ob da genau jemand verletzt ist oder ähnlichem. Kurz nach diesen Ereignissen war auch schon das nächste an der Reihe. Das heißt, in der Nacht dann, das war die 3. Nacht, wurde ein Facebook-Post veröffentlicht von einem Militärsprecher, in dem eine Karte gezeigt wurde und ein Gebiet rot markiert worden ist. Das ist das Univiertel, das heißt auch direkt neben uns. Das Ganze ging bis zu unserer Parallelstraße. Und in der Nacht war natürlich bei uns auch alles voll. Das heißt, alle Leute aus diesem Viertel
sind geflohen, unter anderem dann eben zu uns. Und es war natürlich haben die Leute versucht, die Leute in die Wohnungen mit aufzunehmen. Es waren so viele. Manche haben neben dem Aufzug auf der Treppe geschlafen, etc. Das heißt, genau, natürlich gibt es einen großen Zusammenhalt, aber es ist einfach sehr erschreckend. Es sind sehr viele Leute, die davon betroffen sind. Viele haben vielleicht in der Gegend niemanden, zu dem sie flüchten können. Ja, und natürlich versucht man auch, die Leute zu beruhigen, die Leute zu besänftigen. Es gibt ganz viele Kinder. Um die 50% der Bewohner des Gazastreifens sind minderjährig. Das heißt, natürlich ist da sehr viel Panik. Ich meine, so eine Situation sorgt dafür, dass die Erwachsenen kaum denken können. Und wie ist es dann mit Kindern? Die haben durchgehend gezittert, geschrien, geweint. Man hört Geräusche und diese Nacht war, glaube ich, eine der schlimmsten im ganzen Krieg. Es war noch ganz am Anfang, beziehungsweise des Genozids. Es war noch ganz am Anfang. Das heißt, die Leute wussten noch gar nicht, mit welch einer Brutalität die Armee vorgehen wird. Sowas hat es noch nie gegeben in einem Krieg zuvor. Genau. So verstörend das auch klingen mag, die Raketenangriffe, die hatten einen bestimmten Rhythmus, der sich richtig ins Hirn eingearbeitet und eingebrannt hat. Es ist immer eine Rakete gefallen. 10 Sekunden später fällt die zweite Rakete und danach hört man direkt das Fenster klirren. Das heißt, du hörst einen großen Schlag, dann nochmal ein und dann hörst du ganz viel Glas zerbrechen. Du hörst ganz viel Schreie auf einmal. Und das ging so stundenlang. Das machen die, damit die einfach sicherstellen, dass wirklich alle Gebäude dem Erdboden gleich gemacht werden, auch die sehr hohen Gebäude. Und dieses Geräusch, das brennt sich so sehr ein. Man ist natürlich komplett am Zittern, komplett nervös. Man steht auf den Zehenspitzen, man hat Todesangst. Man hat seit Tagen nicht geschlafen. Ich meine, das war die 3. Nacht. Persönlich, glaube ich, hatte ich um die 3 Stunden Schlaf, natürlich nicht am Stück. Einfach wegen den Geräuschen. Man hat keine Ruhe, man kann sich nirgendwo hinsetzen, ohne direkt wieder aufzuspringen, weil einfach auch die Geräusche so nah sind. Und natürlich hatten sie sich dieses Viertel vorgenommen, so wie es auch in der Karte gezeichnet ist, also richtig psychomäßig. Das heißt, ich markiere etwas rot und das wird morgen alles platt sein und flach sein. Und dann, wenn man dort sitzt, in der Ecke, natürlich neben dem Fenster, neben der Tür, weit weg von den Fenstern, drängt man sich so weit wie möglich an die Wand. Wenn man religiös ist, spricht man ganz viele Bittgebete. Man versucht, die anderen zu besänftigen, zu beruhigen. Es sind natürlich ganz viele Leute im Gebäude. Das heißt, wenn was passieren würde, ist das ein Massaker von mehr als 150 Leuten. Auch ist es so, dass dadurch, dass ich und meine Mutter Kopftuch tragen, saß man halt auch dort entweder mit dem Kopftuch auf dem Kopf oder neben einem, damit, falls was passiert, man rausstürmen kann und sich das Kopftuch aufsetzen kann. Das heißt, es gab keine Sekunde Ruhe, wo man sich gedacht hat, okay, jetzt kann ich vielleicht ganz kurz durchatmen. Und man sitzt dort in der Ecke und man hört, wie es Gebäude für Gebäude vorkommt. Das heißt, das Geräusch wird immer näher und man denkt sich die ganze Zeit, okay, wir sind als nächstes dran, hoffentlich passiert was, hoffentlich, wenn die Bombe einschlägt, sterben wir alle zusammen und niemand überlebt. Oder wir überleben es alle, weil was wäre das, wenn einer überlebt von so vielen? Man wünscht sich vieles in dem Moment, also im Sinne von dem, dass man sagt, einfach zusammenbleiben, einfach die Familie schützen, einfach diese Angst wegnehmen, falls was passiert, dass es schnell passiert. Nach einer Weile, ich meine, die Kinder haben so lange geheult, dass sie dann irgendwann nach einer Weile sehr erschöpft waren und eingeschlafen sind. Zum Glück natürlich. Also so viel Erschöpfung, wie das Ganze mit sich bringt, ist es das Beste, wenn sie einschlafen würden. Und selber hat man sich hingelegt. Und ich erinnere mich an dieser Nacht, ich meine, das sind 72 Stunden, man hat um die 3 Stunden Schlaf gehabt. Ich habe mich irgendwann an die Wand gelehnt und dann habe ich an die Decke die ganze Zeit geguckt und meine Gedanken in dem Moment waren,
wie sollte ich mich vielleicht am besten hinlegen, dass wenn die Decke auf mich stürzt bei einem Bombenschlag oder ähnlichem, dass ich vielleicht überlebe. Und wenn man rückblickend so auf diese Gedanken schaut, was das für einen heißt, was das für die Geschehnisse heißt, dann ist das einfach der Abgrund jeglicher Menschlichkeit, der Abgrund jedes menschlichen Verhalten, was dort passieren kann. Ich meine, du liegst dort und denkst dir, wie soll ich mich hinlegen, falls die Decke auf mich fällt, dass ich überlebe. Das ist nicht zu verzeihen. Ich denke, dass viele im Gazastreifen diese Meinung haben, der internationalen Gemeinschaft wird das nicht verziehen. Das geht jetzt seit mehr als 190 Tagen. Es sind so viele Menschen gestorben, es haben und das werden jegliche Generationen immer wieder sagen. Genau, also danach war es so, dass immer wieder, wenn man Nachrichten mitbekommen hat, dass es natürlich abgrundtief schlimm war. Es wurde sehr viel in den ersten Tagen mit der Psyche der Leute gespielt. Das heißt, ihnen wurde sehr viel medial Angst gemacht. Es wurden sehr viele Aussagen getroffen von israelischen Offizieren, Militärsprechern etc., die zum Beispiel sowas sagen wie, das sind Tiere, wir werden sie so behandeln oder niemand in Gaza ist unschuldig. Und dann, wenn man das auch noch in diesen internationalen Dialog in Verhältnis setzt, ich meine, wir haben hier das Problem, dass wenn wir sagen, es ist ein Genozid, das gesagt wird, ja, nicht bewiesen, kann nicht sein, ist nicht mit Absicht, während aber im israelischen Fernsehen Sachen gesagt werden wie, wir müssen so viele Menschen wie möglich umbringen und Kinder sollten auch sterben, wurde eben auch im israelischen Fernsehen gesagt, weil wenn sie älter sind, werden sie Terroristen. Und wenn man sowas dann hört, dann ist das einfach ein sehr, sehr großes psychisches Spiel, was mit den Menschen gemacht wird. Es wurde dann natürlich gesagt, dass die Leute in den Süden sollen. Wir selber sind auch erst später in den Süden geflohen. Es gibt ganz viele Gründe, wieso die Leute vielleicht nicht in den Süden gegangen sind. Mal abgesehen davon, dass es natürlich, da muss sich niemand rechtfertigen. Wieso sollte ich jetzt daran schuld sein, dass ich sterbe, wenn ich nicht in den Süden fliehe? Wieso kommt überhaupt? Ich bin unschuldiger Zivilist. Ich hab nichts am Hut. Ich habe nichts getan. Ich werde hier terrorisiert in meinem eigenen Haus. Aber genau die verschiedenen Gründe, das kann entweder sein, ich kenne niemanden im Süden. Wo soll ich hin? Soll ich auf die Straße? Zweitens, es gibt ganz viele ältere Menschen oder kranke Menschen, die nicht transportiert werden können dorthin. Am Anfang gab es noch das Privileg, dass man mit dem Auto hinfahren durfte. Später war das ein 4-Stunden-Fußweg. Die Straßen wurden so bombardiert, dass man nicht mit dem Auto fahren darf. Später wurde es auch so geregelt, dass man überhaupt gar nicht mit dem Auto sich bewegen darf, weil man durch ein Gate muss, zu Fuß, in ganz großen Mengen. Das heißt, wirklich eine zweite Vertreibung, das sah aus wie eine zweite Nakba. Da waren so viele Menschen unterwegs. Am Anfang mit dem Auto, später zu Fuß, 4 Stunden. Das kriegen kranke Menschen nicht hin. Abgesehen davon wurde später dann auch verlangt, dass man sich ausweisen muss beim Ausreisen. Wenn das Haus bombardiert wurde und der Ausweis weg ist, dann wirst du umgebracht, wenn du dort ohne Ausweis erscheinst. Es sollte auch sichere Korridore geben. Das ist die größte Lüge auf Erden. Es wurden Leute beim Flüchten direkt einen Tag vor uns, bevor wir geflüchtet sind, wir sind ungefähr am 10. Tag in den Süden geflüchtet, wurde einen Tag vorher ein LKW mit 70 Personen angegriffen. Ich meine, wenn man kein Fortbewegungsmittel hat und jemand aus der Nachbarschaft einen LKW fährt und der sagt, okay, ich fliehe jetzt in den Süden, dann stelle ich mich hinten drauf auf den LKW. So haben die Leute das gemacht. Sie haben keine Fortbewegungsmittel und dadurch, dass es auch kein Diesel und Benzin gab, gab es keine Taxis. Das heißt, 70 Personen auf einem LKW, das ist normal sehen dort gewesen. Und wenn man dann denkt, dass die alle auf einen Schlag sterben, dann macht man sich 10-mal Gedanken, ob man diesen Weg gehen will. Später wurden natürlich auch ganz viele Leute exekutiert und direkt vor Augen anderer erschossen. Davon wird natürlich auch kein digitaler Nachweis sein. Wieso? Weil kein israelischer Soldat wird dich am Leben lassen, wenn er sieht, dass du da was fotografierst oder per Video aufnimmst. Und die Leute wollen das natürlich auch nicht riskieren.
Trotzdem gibt es Hunderte von Menschen, die eben von israelischen Soldaten in diesen sicheren Korridoren erschossen worden sind. Das heißt, entweder man hat nicht die Möglichkeit, in den Süden zu fliehen, gesundheitlich, mental. Es gab auch viele Leute, die zum Beispiel, also bei uns war das auch so, dass wir erst später oder meine Familie auch viel später erst in den Süden geflohen ist, weil ich meinen Opa hatte, der sehr schwer krank war, der dann auch später verstorben ist, weil es keine medizinische Versorgung gibt, weil es keinen Rettungswagen gibt. Alle Straßen sind bombardiert, Rettungswagen sind gezielt bombardiert. Ist aufgrund von mangelnder medizinischer Versorgung dann verstorben. Er hätte diesen 4 Stunden Fußweg auf jeden Fall nicht hinter sich bringen können. Das heißt, meine Familie musste eben im Norden bleiben. Wir sind auch später dann, wie gesagt, geflohen. Die sind nach 2 Monaten nachgekommen, weil es dann auch eine Zeit gab, wo man gar nicht mehr in den Süden durfte. Das wird alles in den Medien natürlich nicht erwähnt. Eine weitere Verwandte, meine Cousinen sind verstorben. Ihre Leichen liegen immer noch unter den Ruinen. Da kann man nicht meine Tante sagen, lass sie hier stehen, obwohl ihre Leichen mit höherer Wahrscheinlichkeit verfault sind bereits. Ich meine, was für eine Grausamkeit ist das? Man kann nicht mal die Leute begraben. Und ihr dann zu sagen, okay, komm mit uns in den Süden, dann überlebst du es, das ist einfach nur Tyrannei. Das heißt, die meisten Leute haben einfach nicht diese Möglichkeit gehabt, in den Süden zu fliehen. Später war es natürlich auch so, 50% der Angriffe waren im Süden. Das heißt, ob ich im Norden bleibe oder im Süden bleibe, ich werde angegriffen. Wenn man dann im Süden landet, wir hatten das Privileg, Freunde von Freunden im Süden zu kennen und waren dann eben in einer Wohnung bei denen untergebracht. Das waren die herzigsten Menschen auf Erden. Die Leute sind so solidarisch und helfen einander. Das heißt aber nicht, dass diese Not überwältigt werden kann. Das heißt, es gab kaum Mehl für Brot, es gab kaum Mehl für Wasser, man musste stundenlang anstehen. Wenn man zur Bäckerei lief und dann erst mal 6 Stunden für ein paar Scheiben Brot gewartet hat, gab es natürlich auch das Risiko, dass man angegriffen wird, während man an der Bäckerei ansteht. Das heißt, es wurden mehrfach gezielt Bäckereien angegriffen. Es wurden Märkte angegriffen. Das heißt, jegliche Versammlungsorte sind ein Risiko. Das heißt, entweder ich bleibe zu Hause und sterbe vielleicht, ich kann angegriffen werden zu Hause oder ich verhungere zu Hause oder ich habe halt kein Wasser oder ich gehe raus, nehme das Risiko in Kauf, dass ich vielleicht beim Warten auf Brot an der Bäckerei erschossen werde oder bombardiert werde eben. Später war das dann natürlich auch noch mal extremer, weil natürlich es gab durchgehend keine Hilfsgüter am Anfang. Später dann immer 12 LKWs pro Tag. Ich meine, im Normalfall kommen 500 LKWs pro Tag in den Gazastreifen. Das sind 2 Millionen Menschen. Der Süden hat einfach nicht so viele Ressourcen für ungefähr 1,9 Millionen Menschen. Und dann haben wir natürlich auch noch gesehen, das Mehlmassaker, was passiert ist. Das heißt, wenn humanitäre Hilfe reinkommt, dann wird das nicht richtig verteilt. Es kann nicht richtig verteilt werden. Die Leute sind am Verhungern. Sie wollen diese Hilfsmittel, sie brauchen sie zum Überleben. Und es ist nicht genug. Und wenn dann auch noch bombardiert und geschossen wird, dann kommt es zu riesigen Schlachten, riesigen Massakern. Zusätzlich, falls jemand irgendwie einen Umweg gefunden hat, um eine Bäckerei in Betrieb zu halten, durch zum Beispiel Solarenergie, dann wurde die auch eben gezielt bombardiert. Das heißt, es gab Bäckereien, wo nur die Hälfte des Gebäudes bombardiert worden ist, sodass die Solarenergie hin war. Das heißt, sowohl Bäckereien konnten nicht arbeiten es gab keinen Strom, es gab keinen Diesel, es gab kein sonst was. Man hat diesen Weg durch Solarenergie gefunden und der wird dann auch attackiert. Das Laden von Handys, um einfach Sachen zu teilen oder mitzubekommen, wo ist überhaupt die Armee gerade, wo kann ich hinfliehen, wo kann ich hingehen. Das ist auch nicht möglich. Es werden durchgehend Telefonleitungen gekappt, Internetleitungen gekappt. Der Gazastreifen wird isoliert, sodass man nichts vom Gazastreifen aus teilen kann oder empfangen kann. Es ist lebenswichtig für die Menschen zu wissen, wo kann ich hin, wo ist die Armee gerade, wo wird gerade bombardiert. Das ist alles nicht möglich. Und dazu kommt natürlich diese komplette psychische Last, die die Menschen ausgesetzt sind. Ich meine,
Man hat durchgehend Todesangst, man hat kaum Ressourcen, man muss Essen rationieren, man hat Kinder, um die man sich sorgen muss, man hat Verletzte. Das heißt, es ist einfach so ein Konflikt mit einem selber, wie man überhaupt überleben will, wie will man was verletzen, wie will man jemandem helfen, wie will man jemanden versorgen. Leute aus deinem Bekanntenkreis verschwinden immer mehr, das heißt, sie werden ermordet, sie sterben, sie liegen vielleicht noch unter den Ruinen, sie werden verletzt. Ja, das sind einfach Leute, die du möglicherweise jeden Tag siehst. Das ist dein Nachbar, das ist dein Kommiliton, das ist deine Verwandten, das sind deine Eltern, das sind deine Geschwister, deine Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel, was auch immer. Und die verschwinden einfach. Und du sitzt dort und du guckst dir das an und du musst natürlich daran denken, dass du als nächstes sein dran kannst. Du bist in einem neuen Ort ausgesetzt. Möglicherweise hast du keine Wohnung oder du hast in einer Schule Zuflucht gesucht. Du bist auf einem Zelt auf der Straße, Hygiene und medizinische Versorgung. Sowieso nicht. Ich meine, wenn man in der Schule ist, die haben normalerweise für ungefähr 500 bis maximal 1000 Leute Kapazität. Dort sind 10.000 Menschen. Toiletten etc. komplett unhygienisch. Ich meine, bei so vielen Menschen verbreiten sich dann auch ganz schnell Krankheiten. Krankenhäuser sind überfüllt. Gezielt medizinisches Personal wird angegriffen. Das ist alles so ineinander verstrickt. Es gibt gar keine Möglichkeit für die Menschen, dass sie das irgendwie aushalten können. Und dann kommen natürlich auch die Medien. Nachdem wir ausgereist sind, kam dann eben noch der Schock, neben natürlich, dass die ganze Welt normal weitergelebt hat. Ich meine, wir sind ausgereist über Ägypten, wir waren in Ägypten, ich erinnere mich noch an diesen Moment. Also natürlich sind die Straßen beleuchtet, es gibt Strom, es gibt fließend Wasser. Ich habe mit einer Bekannten am Grenzübergang gesprochen und ich meinte, mein größter Wunsch ist es gerade wirklich, also neben natürlich, dass alles endet und dass ich weiß, dass meine Familie in Sicherheit ist, eine warme Dusche. Das war Luxus für mich, diese Vorstellung, eine warme Dusche. Und dann ist man in Ägypten und man sieht, dass die Straßen beleuchtet sind, da ist Strom. Wir sind an der Bäckerei vorbeigefahren, dort ist Brot. Das war natürlich ein ganz großer Schock erstmal. Und dann hat man einen Einblick in die mediale Szene in Deutschland. Und hier wird diskutiert, ist es ein Genozid oder nicht? Stimmen die Todeszahlen oder nicht? Als ob das irgendwie rechtfertigt, was den Palästinensern im Gazastreifen passiert. Das war natürlich erstmal ein großer Schock, den man verarbeiten musste. Und natürlich als Person hier hat man so wenig Kraft. Ich meine, wir wollten eine Demo gestern durfte nicht stattfinden. Ein Kongress vorher wurde abgesagt. Ich meine, wir kriegen es gerade nicht mal so hin, irgendwie was zu verbreiten von dem Leid, was passiert. Und dann sind einem die Hände gebunden natürlich. Und das ist einfach so ein Frust. Ich habe mich dann mit meinem Vater zusammengesetzt und wir haben zusammen dieses Newsportal gegründet, was am Anfang erwähnt worden ist, Gaza under Attack, wo wir eben auch mit lokalen Journalisten aus dem Gazastreifen etc. arbeiten. Natürlich die große Überraschung, selbst lokale Journalisten werden diskreditiert. Das heißt, es gibt so wenig Möglichkeit, irgendwas aus dem Gazastreifen zu teilen. Und dann das, was aus dem Gazastreifen geteilt wird, wird in Frage gestellt. Ich meine, was für eine Audacity ist das? Also man will den Leuten auf jedem Wege die Möglichkeit zum Leben nehmen. Sei es Hungern, sei es leise sterben, sei es Wohnort, sei es Sicherheit, sei es was auch immer es sein mag. Das wird alles gezielt abgekappt. Jedes Mal, wenn die Telefonleitungen abgekappt werden, wussten wir, es kommt eine Katastrophe. Beim ersten Mal war es die Bombardierung des Krankenhauses. Beim zweiten Mal war es die Bodeninvasion, der Anfang der Bodeninvasion. Das alles kriegt man im Gazastreifen nicht mit. Die Leute sind so isoliert und sie leiden so sehr und wir können es hier nicht einmal rüberbringen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das hier machen. Und ich bin auch so froh, hier die Möglichkeit bekommen zu haben, das hier zu machen. Einfach, was auch immer wir machen, es wird nicht genug sein. Es wird den Leuten im Gazastreifen nicht gerecht sein. Wir sind so schuld. Natürlich haben wir denen nichts getan, aber wir sind so schuldig, weil die ganze internationale Gemeinschaft einfach nicht mit denen steht. Und das wäre das Mindeste, was passieren sollte. Das heißt, was auch immer wir machen, es wird nicht genug sein und wir müssen immer mehr machen und wir müssen immer weiter teilen und versuchen, lokal
regional, national irgendwas zu machen, irgendwie zu helfen. Und ich will euch an dieser Stelle ganz herzlich danken für diese Möglichkeit, hier zu sprechen. Auf jeden Fall gibt es so viel Leid dort. Es sind so viele Menschen gestorben. Es hungern sehr viele und das geht immer noch weiter. Und selbst wenn das Ganze heute enden sollte, was unter diesen Umständen einfach so unwahrscheinlich aussieht, das Leid, was auf die Leute noch zukommen wird, ist so viel größer, wenn man erstmal zurückgeht und sieht, das Haus steht nicht mehr. Das war bei uns der Fall. Bei uns all meine Verwandte, Onkel, Tanten, Opa, Oma, unser Haus, alles ist bombardiert. Wenn man erstmal dahin zurückgeht und sieht, dass gar nichts übrig geblieben ist, wenn man realisiert, wer alles tot ist, das wird erstmal ein Schock sein. Und ich denke, dass wir erstmal an diese Stelle kommen, dass das endet und die Leute erstmal vor einer anderen Herausforderung stehen. Bis dahin haben wir noch einen Weg und bis dahin müssen wir noch arbeiten und unser Bestes geben und auch auf jeden Fall einfach sprechen. Also sagen, was passiert, Leute anschreiben, jede Möglichkeit nutzen, Spenden sammeln, was auch immer. News verbreiten auch generell. Also schaut gerne bei dem Newsportal vorbei. Teilen, Instagram, Medien, soziale Medien, was auch immer. Es ist das Minimum, was wir machen können. Und was auch immer wir machen, es wird nicht genug sein. Und wir sind schuldig und wir stehen tief in der Schuld der Palästinenser und wir haben denen so wenig geholfen. Und was auch immer wir machen, es wird nicht genug sein. Ja. Danke, Jamila, für deine Berichterstattung. Ich denke, das sind sehr emotionale Worte gewesen und ich hoffe, es konnten viele Leute dem zuhören. Danke auch, dass du das hier noch einmal detailliert erklärt hast. Ich glaube, dass viele die Vorstellung gar nicht besitzen, was es eigentlich bedeutet, durch den Horror zu gehen. Und leider ist es eben heute immer noch so, und wie du auch schon gesagt hast, sogar noch schlimmer. Gleich bevor, und die tragische Sache ist, wir wollen anklagen und damit die meisten Menschen davon auch mitbekommen, gibt es in Berlin verschiedene Livestream-Orte, damit Leute sich das auch anhören können. Und auch das wurde kurzzeit von der Berliner Polizei an einem oder an einigen Orten unterbunden, was wir nicht richtig finden. Aber nichtsdestotrotz wissen wir haben alle Handys in der Hand und wir können alle auch über die Telefone schauen. Das kann man uns nicht unterbinden. Und deswegen auch danke nochmal für deine Berichterstattung. Ich würde auch gleich weitergehen mit Abdallah, ob du uns auch nochmal Sachen von deiner Sichtweise erklären magst und auch berichten magst und auch vielleicht das nochmal klar machen, nicht nur Leute, die dort waren, wollen gerade den Genozid anklagen, sondern auch eigentlich alle, die für ein freies Palästina kämpfen. So, jetzt. Vielen Dank, dass ich heute sprechen darf. Natürlich hatte ich mich gefreut, mit Freundinnen, mit Genossen, mit pro-palästinensischen Menschen auf dem Palästina-Kongress diese Rede zu halten und in die Gesichter zu schauen und zu sehen, live die Reaktion mitzubekommen. Das wird uns leider nicht erlaubt, aber unsere Stimme wird trotzdem laut sein und wir werden weitermachen. Bevor ich meine Rede beginne, möchte ich sagen, dass es für mich äußerst schwierig ist, als Zeuge des Genozids in Gaza zu sprechen. Wenn ich über Palästina spreche, ist das zentrale Thema, das ich normalerweise anspreche, wie wir stark, widerstandsfähig und unerschütterlich in unserem Einsatz für die Befreiung und Freiheit sein müssen. Ich wurde nie dazu erzogen, die Opferrolle einzunehmen, über mein individuelles Trauma zu sprechen, über meinen Verlust oder über die gefährlichen Umstände meines Lebens. Ein Palästinenser in Gaza zu sein, bedeutet, dass deine Erfahrungen nicht anders waren als die deines Nachbarn, deines Freundes oder deiner Eltern. Das Trauma, das du daher erlebst, ist nicht unbedingt etwas, über das du aktiv gesprochen hast. Mir wurde nie beigebracht, die Aufmerksamkeit oder Empathie der Welt zu suchen, indem ich über mich als Individuum spreche. Mir wurde beigebracht, an das Kollektiv zu denken, an meine Familie, meine Nachbarn, meine Freunde und an Gaza als Ganzes. Gaza ist schön wegen der Stärke seiner Menschen
und Rassa jetzt niedergedrückt und erschöpft zu sehen, ist herzzerreißend. Wir nutzen unsere Trauer und unseren Verlust, um unsere Hoffnung zu nähern. Dennoch leben wir in einer Welt, die wegschaut, wenn das Wort Palästinenser erwähnt wird. Und es ist unsere Pflicht, die ich meinem Volk und meiner besetzten Heimat schulde, bei jeder Gelegenheit eine Botschaft an die Welt zu übermitteln. Ich möchte glauben, dass die Kugeln israelischer Scharfschützen, die mich als Kind vor unserer Haustür um wenige Zentimeter verfehlten, einen tieferen Sinn ergeben. Ich möchte glauben, dass ich anders als meine Freunde in Rassa überlebte, um weiter für die Befreiung Palästinas kämpfen zu können. Am 7. Oktober wurde die palästinensische Geschichte für immer verändert. Am 7. Oktober änderte sich die Essenz dessen, was es bedeutet, Palästinenser zu sein. Für immer. Überleben und unser Widerstand waren immer entscheidend in unserem Streben nach Befreiung. Aber am 7. Oktober, der den Beginn des Völkermords an unserem Volk markierte, wurde uns klarer denn je, wie dringend ein freies Palästina ist. Wir Palästinenser, die Palästinenser in Rassa, verstehen die gewaltsame Natur des israelischen Kolonialstaates. Jeder Akt des Widerstands wird von einer schnellen und brutalen Vergeltung gegen uns 2,2 Millionen in Rassa gefolgt. Selbst wenn der Widerstandsakt gewaltfrei ist, wie wir es beim großen Marsch der Rückkehr 2018 gesehen haben, ist die israelische Reaktion schnell und brutal. Selbst ohne jegliche Aktion der Palästinenser, wie wir es 2022 gesehen haben, wie wir es immer wieder sehen, ist Israel wieder einmal kaltblütig und brutal. Tatsächlich ist Brutalität für uns Palästinenser zur Normalität geworden. Über Jahrzehnte hinweg haben wir uns an den Klang von Drohnen, den Anblick zerstörter Gebäude und die Notwendigkeit schneller Beerdigungen in Kriegszeiten gewöhnt, da es gefährlich ist, sich während eines Angriffs in großer Zahl zu versammeln. Obwohl ich in Darmstadt geboren wurde und einen großen Teil meiner Kindheit in Deutschland lebte, zog ich 2004 mit meiner Familie nach Rassa, als es dort noch israelische Siedlungen gab. Dort war ich kein Fremder mehr für den Anblick von Stacheldraht, militarisierten Kontrollpunkten und der physischen Präsenz der Besatzungssoldaten. Die Gräueltaten, alle Arten von Unterdrückung, Vertreibung und Entmenschlichung, die meine Familie, wie jede palästinensische Familie auch, seit der Nakba 1948, über 76 Jahre, lang vor dem 7. Oktober, erlebte, sind unzählig. Ich könnte Stunden und Tage darüber berichten. Ich werde versuchen, in den nächsten Minuten euch einen Bruchteil davon zu erzählen. Eine meiner schlimmsten Erinnerungen war die routinemäßigen Angriffe auf die Flüchtlingslager, insbesondere auf das Flüchtlingslager in Khan Yunis, in dem ich zu Hause war. Meine Familie, Flüchtlinge aus dem ethnisch gesäuberten Dorf Kokaba, lebte in diesen Lagern. Unsere Häuser mit Beton- und Asbestdächern wuchsen auf den Stellen, an denen unsere Zelte standen. Bei einem dieser Angriffe im Jahr 2004 kann ich mich erinnern, wie ein Merkava-Panzer vor meinem Haus sich positionierte und wahllos feuerte. Meine Familie, über 50 von uns, drängten sich im Erdgeschoss zusammen, da man auf den höheren Etagen einem Angriff stärker ausgesetzt war. Wir blieben 5 ganze Tage in diesem überfüllten Raum. Während dieser Zeit, als die Nahrung knapp wurde und sich der Panzer nicht von seiner Position wegbewegte oder sein Feuer einstellte, schlichen meine Schwester und ich aus den Fenstern hinaus, durch die Gassen zu unseren Nachbarn, um etwas Essen für unsere Familie zu besorgen. Die Soldaten öffneten das Feuer auf uns, aber wir überlebten wie durch ein Wunder. Im selben Jahr wurde die Klassenkameraden meiner Schwester, Raghda el-Assar, während des Unterrichts von einer israelischen Kugel erschossen und getötet. Sie war erst 10 Jahre alt. Bei einem identischen Angriff 2 Jahre zuvor wurde mein lieber Onkel Majid von einem Merkava-Panzer getötet, vor seiner Tür erschossen. Er war erst 30 Jahre alt. 2008, der erste große Krieg, den ich als palästinensischer Jugendlicher erlebte. Am 27. Dezember 2008 begann Israel den Krieg, in dem es mehrere Polizeistationen und Regierungsgebäude im ganzen Gazastreifen bombardierte.
Wir schrieben gerade eine Abschlussprüfung, als die erbebenden Explosionen meine Stadt Khan Yunis trafen. Das örtliche Polizeirevier in Khan Yunis wurde bombardiert. Ich wusste ganz genau, dort war gerade eine Preisverleihung für einen sehr guten Freund von mir. Ich wusste, dass er dort sein würde. Gegen jegliche Logik und anstatt an diesem Tag nach Hause zu gehen, eilte ich dorthin, wo der Bombenangriff stattfand. Ich nahm das Moped eines Freundes und fuhr los. Auf dem Weg dorthin war ich nur wenige Meter von einem weiteren Luftangriff entfernt. Ich wurde vom Moped geschleudert, fiel auf den Boden, entschied mich jedoch weiterzufahren. Als ich jedoch am Trümmerhaufen und an der erstickenden Staubwolke ankam, war klar, dass niemand überlebt hatte. Ich trug den leblosen Körper meines Freundes Ahmed aus den Trümmern hinaus. Ich sah, wie er seine letzten Atemzüge nahm. Im jetzt berühmten Nasser Hospital wurde sein Tod festgestellt. Auf dem Weg nach Hause begegnete ich seine Mutter, wartend auf der Straße. Ich überbrachte ihr die Nachrichten. Wenige Tage später bombardierte eine israelische Drohne meine Cousins Mohammed und Majid, die vor ihrer Haustür spielten. Majid, 3 Jahre alt, verlor seine Hand. Mohammed wurde schwer verletzt. In meiner Zeit in Gaza habe ich unzählige solcher Geschichten erlebt. Mein Punkt ist, wir verstehen den Verlust, aber noch wichtiger ist, dass wir die israelische Barbarei in ihrer klarsten Form verstehen, die bereits Jahrzehnte vor dem 7. Oktober existierte und über Jahrzehnte zunehmend war. Doch nichts konnte uns auf das vorbereiten, was kam. Nichts konnte mich auf das Ausmaß vorbereiten, in dem der israelische Kolonialstaat bereit ist, seine Barbarei auszuüben. Ich möchte euch ein Bild davon vermitteln, wie es ist, während dieses Genozids Palästinenser in Deutschland zu sein. Jeden Morgen wache ich auf, gefühlt mein Handy bereits in der Hand, um die hunderten Benachrichtigungen zu checken. Denn für uns Palästinenser aus Gaza war das die einzige Möglichkeit zu erfahren, wer genau getötet worden ist, wer angegriffen wurde, wer verletzt wurde. Das Überprüfen der Kanäle von lokalen Gaza-Journalisten. Diese Reporter schreiben, welches Gebiet bombardiert wurde, welche Familienhäuser oder Gebäude bombardiert wurden, die Namen der Märtyrer und Verletzten. Aufgrund der häufigen Internet- und Handynetzausfälle, aufgrund der israelischen Zerstörung von Telefon- und Internetleitungen hörten wir kaum etwas von meiner Familie. Tatsächlich vergingen Wochen, bevor wir wussten, ob jemand verletzt oder überhaupt am Leben war. Und mit diesen lästigen, ständigen und schmerzhaften Benachrichtigungen trafen uns die Tragödien der Reihe nach. Nachricht: Qasif Dar Fulan, Bombardierung von so und so. Meine Mutter kam aus dem Raum, Allah yustur. Möge Gott beschützen, sagte sie. Die Familie ist die Nachbarfamilie meines Bruders im Flüchtlingslager Maghazi. Wir schrieben das den Namensähnlichkeiten zu. Vielleicht kannten wir die Familie nicht. Aber später in der Nacht klärten die Nachrichten auf, wer tatsächlich getötet wurde. Mein Cousin Hassan, 17 Jahre alt. Mohammed, 16 Jahre alt. Hala, 15 Jahre alt. Ihre ältere Schwester Ansam, 25 Jahre alt. Und ihre 3 Töchter, Malak, 4 Jahre alt. Mira, 18 Monate alt. Und ihr 5 Monate altes Baby. Alle wurden Ende Dezember getötet, als sie Zuflucht im Haus ihres Nachbarn suchten. Bald darauf brachten die Telegram-Kanäle Al Jazeera Filmmaterial, Bilder, Videos von den Toten und Verletzten. Wir saßen in unserem Wohnzimmer und versuchten festzustellen, welche Körper zu wem gehörte. Unsere Gespräche, obwohl morbide, entsprachen unserer Realität. Das ist Hala, nein, vielleicht Ansam. Ansam ist größer. Leider hörte der Schmerz für meine Familie nicht dort auf. Während meine Mutter im Dezember ihre Nichten und Neffen verlor, traf die israelische Barbarei wenige Wochen später die Familie meines Vaters. Nachricht: Qasif Manzil Dar Abdelhadi. Bombardierung der Abdelhadi-Familie, lautete die Telegram-Benachrichtigung.
Sama, 14 Jahre alt, ihr Bruder Hassan, 18 Jahre alt, ihre Mutter Wissam sowie 20 andere Mitglieder meiner Familie wurden alle an einem Sonntag in Deir al-Balah, das vermeintlich sichere Deir al-Balah, bei einem israelischen Luftangriff getötet. Unter den Toten war der Mukhtar unserer Familie, unser Familienältester Abu Rami, der in unserer Nachbarschaft als bekannter Friedensstifter galt. Auf Al Jazeera sah ich Sama und Hassans Vater Yasser ein Interview geben. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Fragt der Reporter. Meine Kinder und Frau und meine Schwiegereltern wurden getötet. Allah yarhamhum. Im Hintergrund gruben seine Kinder Ahmad und Muhammad mit bloßen Händen im Schutt, um ihre Geschwister und Mutter zu bergen. Die Zivilschutzkräfte sagten, sie hatten nicht die notwendige Ausrüstung, um zu helfen. Es dauerte 3 Tage, um Samas Leiche aus den Trümmerhaufen zu bergen. Es gab keinen Grund, meine Familie brutal zu ermorden, außer um unverhältnismäßigen und tiefen Schmerz zuzufügen. Letzte Woche wurde mein Cousin Hussam und seine Kinder Omar und Pinar in ihrem Zuhause in Rafah getötet. Ihre Namen standen als nächstes auf der Liste am Grenzübergang Rafah, nur einen Tag zuvor, damit sie nach Ägypten ausreisen konnten. Sie bereiteten sich darauf vor, ihre Reise anzutreten. Sicherheit wurde ihnen vor Augen geführt und dann grausam genommen. Seine anderen Kinder Muhammad und Abdurrahman wurden schwerst verletzt und schweben noch zwischen Leben und Tod. Alle meine Familienmitglieder, die nicht getötet wurden, sind stattdessen obdachlos, einschließlich meiner Großmutter Wasfiyya, die mit ihren stolzen 87 Jahren älter ist als der Staat Israel. Zum 2. Mal in ihrem Leben wurde meine Großmutter einer Nakba unterzogen, wurde zum Flüchtling und wurde gezwungen, ihr Zuhause unter Bedrohung der israelischen Waffen und Bomben zu verlassen, in einem Zelt zu leben, in der Kälte auf dem Boden zu schlafen, ohne Zugang zu Nahrung, Wasser oder Strom. Das Haus meiner Großmutter wurde nicht von einem israelischen Kriegsflugzeug bombardiert, nein, stattdessen betraten israelische Soldaten ihr Haus und zündeten alles an. Die Wände sind mit Ruß, zerbrochenem Glas und zerstörten Möbeln bedeckt. Das Zuhause, in dem sie seit Jahrzehnten gelebt hatte, wurde willkürlich ohne Grund zerstört. Einer der schmerzhaftesten Geschehnisse der letzten Tage war die Zerstörung meines Familienhauses. Das Haus meines Großvaters, in dem ich aufgewachsen bin. Das Haus, das ich mit meinen Cousins und Onkel teilte. Ein Haus, das so lange stand, die Rückkehr symbolisierte. Es gab noch Hoffnung, solange diese Betonwände unberührt waren. Jetzt jedoch, während ich sehe, wie meine Nachbarschaft zu Schutt wird und meine Habseligkeiten, meine Erinnerungen zwischen Tonnen von Beton verstreut sind, habe ich verinnerlicht, dass Israel mehr als die Leben unserer Liebsten genommen hat. Sie nehmen die Möglichkeit der Hoffnung, die Möglichkeit der Rückkehr. Der Tag, an dem mein Zuhause zerstört wurde, war während der neuesten Aggression in Khan Yunis vor ein paar Wochen. Dort platzierten israelische Soldaten Bomben in jedem Raum unseres Hauses und sprengten es in die Luft. Sie taten dasselbe mit jedem Gebäude in meiner Nachbarschaft, in ganz Khan Yunis. Neben meinem Zuhause lebte mein Onkel Abu Imad. Er war einer der wenigen, der sein Zuhause bisher nicht verlassen hatte. Israelische Soldaten forderten ihn auf zu gehen, aber er weigerte sich. Israelische Soldaten stürmten dann das Haus und entfernten meinen Onkel gewaltsam. Als er als 71 Jahre alter Mann sich wehrte und sich nicht beugen wollte, schossen sie ihn an. Mit einer Schusswunde in der Brust verletzt, warfen sie ihn auf die Straße. Er wurde in meine Schule evakuiert, in der ich meinen Schulabschluss machte, die Harun al-Rashid-Schule. Diese steht auch nicht mehr. Doch es vergingen nicht einmal 2 Tage, als die terroristische israelische Armee die Harun al-Rashid-Schule stürmte und alle zwang zu gehen. Mein Onkel Abu Imad war innerhalb einer Woche zum 2. Mal ein Flüchtling. Die Soldaten forderten ihn auf, zu evakuieren und entführten seinen Sohn und meinen Cousin Ibrahim. Sie fesselten ihn, entkleideten ihn und verbanden ihm die Augen. Bis heute haben wir keine Ahnung, wo Ibrahim ist und ob er am Leben ist. All dieser Schmerz, Trauer und Verlust wird von dem erdrückenden Gefühl begleitet, dem wir Palästinenser in Deutschland ausgesetzt sind. Deutschland, der zweitgrößte Waffenlieferant Israels, hat nicht nur materielle Unterstützung des Apartheidstaats geleistet, sondern hat
hat ihm auch noch eine weitere, stärkere Waffe gegeben, Deutschland als Verlängerung des israelischen Staates selbst zu sein. Im Arabischen sagt man, Sharrul Baliyati ma yudhiku. Das schlimmste Desaster ist das, das einem zum Lachen bringt. Aber man kann nicht anders, als über die Ironie des Ganzen zu lachen. Pro-palästinensische Menschen organisieren einen Kongress, um über Unterdrückung in Deutschland zu sprechen. Dieser Kongress wird in Deutschland verboten. Seine Teilnehmer und Organisatoren werden belästigt und verhaftet und seine Redner werden vom Land verbannt. Absolut beschämend. Als Kinderarzt habe ich immer geglaubt, dass ich zur deutschen Gesellschaft beitrage. Ich habe jahrelang studiert, bilde mich stets weiter, damit ich Kindern helfen kann. Jeden Tag betreten Dutzende Patienten die Türen meines Krankenhauses und ich habe nicht einmal die Menschlichkeit von irgendjemandem in Frage gestellt, der hereinkam. Doch am 7. Oktober wurde mir bald klar, dass es keine Rolle spielt, was ich tue, wie viel ich studiert habe oder wie sehr ich mich um dieses Land kümmere. Was zählt und was Deutschland sieht oder besser gesagt nicht sieht, ist meine palästinensisch-muslimische Identität. Ich habe kaum ein einziges Wort von meinen deutschen Kollegen gehört, keine Solidarität, nicht einen einzigen Brief, kaum ein einziges Wort des Mitgefühls für die Ärzte, Krankenschwestern und Rettungssanitäter, die brutal getötet wurden, Krankenhäuser, die zerstört wurden und das gesamte Gesundheitssystem, das ein ständiges Ziel für den israelischen Staat ist. Die Entmenschlichung, die ich tagtäglich in der Politik, in den Medien und auf den Straßen, sogar auf Antirassismus-Demos gegenüber meinem Volk erlebt habe, ist genau so schrecklich wie der Tod und die Zerstörung meiner Familie und meines Zuhauses selbst. Die Telegram-Benachrichtigungen, die Al Jazeera Live-Übertragungen und die konsequente Barbarei, die wir in diesem Krieg erlebt haben, zusammen mit der Kriminalisierung der palästinensischen Identität hier in Deutschland, wenn man all dies betrachtet, ist es ein Wunder, dass wir nicht alle verrückt geworden sind. Ich musste mit ansehen, wie meine Freunde von faschistischen deutschen Polizisten verhaftet wurden, wie meine Frau von Polizisten in Zivilkleidung verfolgt wurde, wie unsere Pro-Palästina-Mitstreiter geschlagen werden, wie unsere Demos mit Wasserwerfen attackiert werden, wie Wohnungen von Freunden durchsucht werden, ihre Privatsphäre mit Polizeistiefeln zerstampft wird. Unaufhörliche staatliche Repression. Die Unterdrückung, der wir gegenüberstehen, nur weil wir unsere Stimmen erheben, ist absurd und die höchste Manifestation von Rassismus, Islamophobie und antipalästinensischem Hass. Aber glaubt keineswegs, dass die Angriffe aus Palästinenser in irgendeiner Weise einzigartig sind. Während Deutschland versucht, unsere Kultur, Stimme, Slogans und Identität zu kriminalisieren, werden wir in Wirklichkeit vom Staat als Beispiel benutzt. Revolutionäres Denken, Kampf zur Befreiung, Kampf gegen Imperialismus werden nicht toleriert, da wir das Ego und die Identität des Staates verletzen. Aber warum sollten wir von einem Staat erwarten, dass er sich an moralische Prinzipien hält, wenn er kein Problem damit hat, einen Völkermord, einen Genozid zu unterstützen und zu fördern? Heute sagen wir klagen Deutschland an. Wir beschuldigen Deutschland, den Genozid zu unterstützen. Wir beschuldigen Deutschland als Propagandamaschine und verlängerter Arm des zionistischen Staates zu sein. Als Palästinenser aus Gaza und jemand, der für die Befreiung meines Volkes kämpft, rufe ich die internationale Gemeinschaft und die Deutschen im ganzen Land auf, nicht nur Druck auf die deutsche Regierung auszuüben, nicht nur sie zu protestieren und das Ende ihrer Mitschuld am Genozid zu fordern, sondern sie zu boykottieren, bis sie das tun. Immer mehr Akademiker, Gelehrte und Künstler lehnen es ab, nach Deutschland zu kommen und an diesen rassistischen Institutionen teilzunehmen. Immer mehr Menschen sehen endlich Deutschland für seine unmenschlichen Handlungen und wir dürfen dieses Momentum nicht stoppen. Der Genozid muss enden. Die deutsche Mitschuld muss enden. Die Kriegsverbrecher in Israel und in Deutschland gehören vor Gericht. Dankeschön. Danke, Abdallah, für deine Worte und auch für den Aufruf und auch das Anklagen. Ich glaube, genau das ist es, was wir brauchen in Deutschland und was wir auch immer wieder gezeigt haben. Deswegen danke auch für dich und danke auch an Jamila für eure Berichte, die ihr gegeben habt. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig war und dass es auch sehr berührend war für viele Menschen, da noch einmal
sich das anzuhören und dann auch nochmal vor Augen zu führen. Ich hoffe auch, dass viele, die das vielleicht nicht gemacht haben, jetzt auch noch einmal davon mehr mitbekommen haben. Deswegen danke auch an deine Worte. Wir kommen zu unserem letzten Teil vom Livestream, und zwar werden wir jetzt die Resolution vorstellen. Und genau, ist die Person denn schon im Stream? Ja. Ja, vielen Dank nochmal an die vorherigen Rednerinnen. Wir kommen jetzt zum Abschluss, der geplant war eigentlich für den Kongress, bevor er verboten wurde. Wir haben eine Resolution, die wir verabschieden möchten und heute hier vorstellen, um weiterhin Deutschland wegen Beihilfe zum Genozid anzuklagen. Dafür haben wir Georg Ismail. Bitte. Wir klagen an, denn die Palästinenserinnen erleiden einen Völkermord. Die Palästinenserinnen erleiden seit Jahrzehnten einen Völkermord und aktuell erleiden sie historisch grauenhafte Verbrechen. Diese Verbrechen verfolgen wir seit Monaten live vor den Kameras und wir protestieren gegen diese Verbrechen und die deutsche Beihilfe an diesen Verbrechen seit Monaten trotz Repression in jeglicher Form. Und es ist wichtig, dass wir zusammenkommen und als gemeinsame Bewegung diese Anklage erheben. Und genau das hat der Kongress bereits jetzt geleistet. Der deutsche Staat hat das nicht verhindern können. Denn es geht nicht darum, ob wir uns an diesem oder an jedem Tag gemeinsam in einem Raum versammeln, sondern ob die Menschen, die auf die Straße kommen und die Menschen, die in zunehmender Zahl dieses Unrecht sehen und erkennen, tagtäglich zusammenkommen, Verbindungen schaffen, Solidaritäten schaffen. Israel vernichtet Gaza und seine Bevölkerung. Mehr als 40.000 Palästinenserinnen wurden bis Ende März durch das israelische Militär getötet. In Gaza starben mehr Kinder bisher als in allen weltweiten Konflikten von 2019 bis 2022. Fast alle Bewohnerinnen Gazas wurden aus ihren Wohnorten vertrieben. Mehr als 1 Million Menschen leiden an schwerem Hunger. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und Medizin ist unterbrochen. Infrastruktur, Krankenhäuser, Universitäten, Schulen, Verwaltungsgebäude und Wohnblocks wurden zerbombt. Die Ermordung Zehntausender und die Vertreibung Hunderttausender konstituieren einen Genozid. Und die israelische Kriegsführung zielt auf die Zerstörung der palästinensischen Nation und darauf ab, deren mit der Nakba 1948 begonnene Vertreibung aus Palästina zu vollenden und zur Flucht nach Ägypten oder in andere Länder zu zwingen. Dies ist der Weltöffentlichkeit vollkommen klar. Doch die Bundesregierung leistet Beihilfe zu diesem Völkermord. Und Deutschland ist der zweitwichtigste Waffenlieferant für den Genozid. Seit Oktober 2023 hat der Bundessicherheitsrat die Waffenlieferung an Israel verzehnfacht.
Und wir kennen und wir nennen ihre Namen. Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, Annalena Baerbock, Boris Pistorius, Christian Lindner, Nancy Faeser, Marco Buschmann, Robert Habeck und Svenja Schulze, sowie ihre Beisitzer Carsten Breuer, Dörte Dinger, Steffen Hebestreit und Günther Sauter. Sie haben diese Waffenlieferung an Israel ermöglicht. Sie ermöglichen das tagtägliche, massenhafte Sterben. Deutschland leugnet diesen Genozid. Die deutsche Regierung leugnet diesen Genozid. Nach der Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, der Anzeichen für genozidale Bestrebungen seitens der israelischen Regierung, seitens des israelischen Staates sah, war es der Vizekanzler Robert Habeck, der erklärte, dass der Vorwurf des Völkermordes jeglicher Grundlage entbehre. Und auch die Mehrheit der privaten öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender, als auch die Mehrheit deutscher Zeitungen beteiligen sich an dieser Desinformationskampagne. Sie beteiligen sich an dieser Verleumdungskampagne. Sie sind es, die hetzen und verhetzen. Deutschland unterstützt auch die genozidale Hungerpolitik der israelischen Regierung. Während sich diese Hungersnot Stück für Stück ausbreitete und im Januar 2024 es vollkommen klar war, dass die Menschen an bitterem Hunger leiden, erklärte die Ministerin für Zusammenarbeit Svenja Schulze die humanitäre Unterstützung Deutschlands an die Palästinenserinnen und die UNRWA einzustellen. Die westliche Notversorgung, sogenannte Notversorgung durch eine Luftbrücke und auf dem Seeweg sind nichts anderes als ein humanitäres Feigenblatt für den Krieg und für den Genozid. Die Versammlungsfreiheit, die Organisationsfreiheit, die Freiheit von Presse und Wissenschaft wurden und werden in Deutschland eingeschränkt, um Proteste für einen Waffenstillstand zum Schweigen zu bringen. Um Proteste für Menschlichkeit, für Gemeinschaftlichkeit, für Solidarität zu zerschlagen. Dies geschieht durch Verordnungen der Innenminister. Es geschieht auch mit der Unterstützung regionaler und lokaler Politikerinnen, sowie der bereitwilligen Ausführung deutscher Polizistinnen und Verwaltungsbeamtinnen. Dass viele dieser Verordnungen legal sind, zeigt, wie groß tatsächlich der repressive und antidemokratische Spielraum in Deutschland bereits seit Jahrzehnten ist. Und heute werden Gesetze in Bundes- und Landesparlamenten debattiert, die fundamentale demokratische Rechte für jede und jeden dauerhaft und tiefgreifend einschränken werden, wenn sie angenommen werden. Wir haben aus der deutschen Geschichte gelernt, denn wir sagen, nie wieder muss für alle gelten. Der Genozid in Gaza stellt daher ähnlich wie der Vietnamkrieg eine Zensur dar. Denn die deutsche Regierung unterstützt schamlos und vor der Weltöffentlichkeit einen Völkermord. Der Lärm der Bombardements in Palästina wird nur durch das Verharmlosen, ja, das vielfach dröhnende Schweigen zu den Kriegsverbrechen in Deutschland übertroffen. Deutsche Politikerinnen bemühen eine zynische Neuinterpretation der Geschichte und rechtfertigen im Namen des Nie wieder ihre Unterstützung eines neuen Genozids. Sie zeigen uns damit, dass sie nie die Lehren aus dem deutschen Faschismus, aus dem deutschen Kapitalismus, aus dem deutschen Kolonialismus und aus dem anhaltenden Imperialismus gezogen haben. Und wer mit der Tötung von israelischen Zivilistinnen am 7. Oktober die Zerstörung und Ermordung der gesamten palästinensischen Zivilisation in Gaza rechtfertigt, begräbt auch jeden Anspruch auf Menschlichkeit und Demokratie. Die deutsche Regierung versucht, diesen Genozid mit dem Recht auf Selbstverteidigung zu rechtfertigen. Gleichzeitig spricht sie allerdings den Palästinenserinnen, die seit 76 Jahren Entrechtung und Vertreibung erleben, jedwedes Recht ab. Sie werden rassistisch diffamiert, ihr Protest wird unter Generalverdacht des importierten Antisemitismus gestellt. Und hinter dieser Hetze und Diffamierung stehen, ähnlich wie zu Zeiten des Vietnamkriegs, kalte geostrategische Berechnungen. Insbesondere des deutschen und US-amerikanischen Imperialismus.
Und in solchen Berechnungen gelten nicht alle Menschenleben gleich viel. Wir stellen uns gegen diese Entmenschlichung und hinter die Interessen, die hinter ihnen stehen. Und viele meiner Vorredner und Vorrednerinnen haben es ja deutlich gemacht. Es gab so viele Momente in Deutschland in den vergangenen 6 Monaten, die einem es haben kalt den Rücken herunterlaufen lassen. Und der für mich persönlich schlimmste Moment war, wie bei der Leipziger Buchmesse eine Person alleine aufstand und in einen riesengroßen Saal rief, während Olaf Scholz redete und seine Verbrechen und die Beteiligung an der Verbrechen in Israel und seiner Beteiligung daran herunterredete, die in diesen riesigen Raum rief mit einziger Stimme: Es ist keine humanitäre Katastrophe, es ist ein Genozid. Und das Blut der Kinder klebt an ihren Händen. Und wie die deutsche Intelligenz und Elite mit gemeinsamer Stimme in diesem Raum diese Person niederbrüllte und schrie: Ruhe, Ruhe. Und schließlich Scholz mit dem Zeigefinger in den Raum rief: Der deutsche Bundeskanzler, der das größte und das stärkste Wort hat, der alle Machtmittel in diesem Staat in seiner Hand hält, der rief: Hör auf zu brüllen, Schluss. In diesem Moment habe ich verstanden, was für ein Moment der Ignoranz hier vor uns steht in Deutschland und wie die sozusagen imperialistische und koloniale Geschichte Deutschlands sich in diesem Moment kondensiert hat. Und wir sagen, Widerstand ist genau dagegen gerechtfertigt. Und wir sehen auch durch die Körper der Solidaritätsbewegung in Palästina Menschen, die aus aller Welt ihren Weg nach Deutschland gefunden haben, die hier kurzzeitig leben, die hier langfristig leben, die hier schon immer gelebt haben, die hier gemeinsam immer leben wollen. Wir verstehen diesen Moment und wir sagen, dass Widerstand gerechtfertigt ist gegen diese aggressive und verbrecherische Politik. Und wir verpflichten uns, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Vollendung dieses Genozids zu verhindern und eine weitere Beteiligung und Unterstützung der deutschen Regierung, des deutschen Staates für diesen Genozid zu verhindern. Und wir erklären auch im Namen der Verantwortlichen, die Namen der verantwortlichen deutschen Entscheidungsträgerinnen nie zu vergessen. Denn ihre Schuld ist nicht reinzuwaschen. Und wir versprechen, dass wir sie heute moralisch anklagen, aber wir werden nicht ruhen, bis wir sie zur Rechenschaft gezogen haben. Aber ich denke, in gewisser Art und Weise hat die deutsche Regierung und haben die deutschen Behörden sich selbst an diesem Wochenende viel eindrücklicher angeklagt, als wir es durch ihre Handlung, als wir es mit unseren Stimmen auf dem Kongress hätten tun können. Und das ist sowohl sehr ausdrucksstark als auch sehr beängstigend, denn jede Form von Autoritarismus lebt von Ignoranz und auch die autoritären Herrscher sind davor nicht gefeit. Denn tatsächlich haben die deutschen Behörden, hat die Polizei und natürlich die politischen Entscheidungsträger, die nicht nur im Berliner Senat sitzen, sondern in dem Bundesinnenministerium, vermutlich auch in dem weiteren Bundeskabinett, die haben nichts anderes getan dem Kongress über als das, was sie seit dem Oktober in Deutschland getan haben gegenüber der Palästina-Solidarität. Nur haben sie es diesmal vor laufenden Kameras getan, vor internationalem Publikum getan und sie haben sozusagen über Wochen hinweg ihren eigenen autoritären Akt in der weiten Presse vorbereitet und selbst artikuliert. Sie haben all das dokumentiert, wie sie innenpolitisch eigentlich ein Regime der rassistischen Unterdrückung und Diskriminierung reproduzieren und haben auch bestätigt, was viele palästinensische und antizionistische Juden und Jüdinnen seit dem Beginn der Nakba immer wieder betont haben, dass der zionistische Nationalismus
und insbesondere die Entwicklung des israelischen Siedlerkolonialismus und Apartheidsregime diese Formen der Unterdrückung immer wieder internationalisieren und die unterstützenden imperialistischen Staaten, unter anderem eben auch Deutschlands, diese Formen der Unterdrückung, die wir sehen, auch selbst importieren. Wir müssen also tatsächlich heutzutage von einem in Deutschland rückimportierten Kolonialismus sprechen. Das ist das Problem, was wir heute sehen und gegen das wir kämpfen werden. Und das werden wir auch gemeinsam in Zukunft tun. Und es ist wichtig für uns zu erkennen, dass die deutsche Regierung und diese verlogene Intelligenz, die dort auf der Leipziger Buchmesse gesessen hat, die ist nicht repräsentativ ähm, für, für die Meinung in diesem Land. Und natürlich ist diese Meinung auch bestimmt durch die Herrschenden und durch die Zeitungen und die Diffamierung der Herrschenden, aber sie kann auch gebrochen werden. Und dass trotz dieser Lügen, der Diffamierung und der Hetze immer mehr und mehr Menschen bewusst wird, dass Deutschland hier eine verbrecherische Politik betreibt und einen Völkermord unterstützt, das ist ein Moment, den wir nutzen müssen und den wir auch nutzen werden. Und dass die Botschaft dieses Kongresses eben auch ist, dass wir uns an unsere Kolleginnen, unsere Nachbarn, unsere Mitschülerinnen trotz all unserer Verletzungen und trotz all der Gefühle der Isolierung wenden werden, gemeinsam unsere Stimmen gegen den Genozid zu erheben, um die Menschen in Gaza, um die Menschen in Palästina leben lassen zu können und auch die Menschen überall auf der Welt, die Unterdrückung erfahren. Der deutsche Staat und die deutsche Hetze fragt immer, warum wir das Thema Palästina so spezialisieren würden. Die Wahrheit ist, die Menschen, die überall im globalen Süden auf die Straße gehen und auch die Menschen, die in den imperialistischen Zentren auf die Straße gehen, in Solidarität mit Palästina, tun das, weil sie sich selbst, weil sie die Unterdrückung dieses globalen kapitalistischen Systems, des Kolonialismus, der kolonialistischen Geschichte und Gegenwart in Palästina sehen. Und das sollte etwas sein, das uns auch Mut gibt, das uns Hoffnung gibt, denn unsere gemeinsame Bewegung zeigt eigentlich schon eine Zukunft, die wir uns gemeinsam wünschen, dass trotz der Repression, trotz all den grauenhaften Bildern, die wir tagtäglich sehen müssen und der Repression, die wir beispielsweise auch auf dem Palästina-Kongress erlebt haben, dass die Reaktion ist, dass unsere Genossen und Genossinnen, ob sie Palästinenserinnen sind, ob sie Jüdinnen sind, ob sie Deutsche sind, ob sie Internationale sind, dass die sich in den Armen liegen und sich gegenseitig trösten und sich stärken auf einen neuen Tag. Und in diesem Sinne werden wir weiter kämpfen und weiter protestieren. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass die Zeit auch der Anklage vorbei ist, insofern, dass jetzt auch die Zeit kommen muss für organisierten Protest und auch für einen langen Atem, um die Studierendenbewegung, um die Gewerkschaftsbewegung aufzubauen und zu gewinnen, Waffenlieferungen durchzusetzen gegen den deutschen Staat. Wir haben kein Vertrauen in diese Regierung, das zu tun. Und wir haben auch kein Vertrauen, dass, selbst wenn Gerichte Deutschland dazu verpflichten sollten, dass sie das tun, wir nehmen das selbst in die Hand und wir werden in diesem Sinne alle Mittel auch in die Hand nehmen von Mitteln, die auch die palästinensische Bewegung uns vorgeschlagen hat, von Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen den israelischen Staat in Deutschland. Wir unterstützen auch die Bewegung international, den deutschen Staat zu isolieren, der sozusagen die Apartheid und den Siedlerkolonialismus unterstützen. Wir rufen euch daher insbesondere auch auf, in den kommenden Tagen euch an den Protesten zu beteiligen vom 15. bis 22. April
anlässlich des Tages der palästinensischen Gefangenen, denn auch heute hält der israelische Staat weit über 10.000 palästinensische Menschen, darunter viele Minderjährige, im Verstoß gegen internationales Recht und Kriegsrecht als Geiseln. Und wir rufen euch dazu auf, gemeinsam zu mobilisieren und zu organisieren zu zentralen Großdemonstrationen am 15. und am 18. Mai in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, in vielen weiteren Städten anlässlich des 76. Jahrestages der Nakba. Und wir rufen euch auch dazu auf, an europaweiten Demonstrationen am 19. Mai in Brüssel zu beteiligen. Denn es ist sehr wichtig für uns auch zu verstehen, dass wir eine internationale Bewegung sind und dass wir auch als internationale Bewegung diesen deutschen Staat in die Knie zwingen können und das auch tun werden. Und in diesem Sinne sagen wir als palästinensische und jüdische, als deutsche und internationale Stimmen, dass wir wissen, dass auch wenn wir erfolgreich sind, mit diesen unmittelbaren Schritten einen Waffenstillstand zu erzwingen, ein Ende des Mordens in Gaza, in der Westbank, in den Camps, im Libanon, in Syrien, dass wenn wir dieses Morden und Sterben unmittelbar beenden, dass Frieden und Gleichheit und Gerechtigkeit nur dann herrschen können, wenn die Unterdrückung der Palästinenserinnen voll und ganz beendet wird. Und deswegen kämpfen wir für ein Ende des zionistischen Siedlerkolonialismus und seiner Apartheid-Politik. Ja, und das tun wir vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer, einschließlich des Rückkehrrechts aller palästinensischen Geflüchteten. Und wir erwidern all jenen deutschen Hetzern und Hetzerinnen, die uns Menschenverachtung vorwerfen, weil wir glauben, dass Menschen unabhängig ihrer Religion, ihrer Herkunft, ihrer Ethnie gemeinsam in einem Land leben können, gemeinsam und friedlich das teilen können, was die Erde uns gegeben hat und gemeinsam diese Welt zusammenschaffen können. Ihr habt aus der deutschen Ideologie von Blut und Boden nichts gelernt und ihr habt euch wieder enttarnt. Und deswegen ist unser Kampf umso wichtiger und umso gerechtfertigter, denn dieser Kampf ist sowohl ein Kampf für die Befreiung Palästinas, aber er ist auch ein Kampf dagegen, dass die deutsche Geschichte sich eben als Farce hier zu wiederholen scheint. Und dagegen müssen wir gemeinsam aufstehen. Und ich hätte mir gewünscht, das sage ich jetzt auch als Deutscher oder als Allmann, wie man so gerne sagt, dass viele meiner Freunde und Freundinnen, die lange nicht sich an den Protesten beteiligt haben, die sich nicht getraut haben, etwas zu sagen, dass sie das endlich tun, dass sie ihre Stimmen erheben und dass sie ihre Angst verlieren, denn sie haben wirklich am wenigsten hier zu verlieren. Und in diesem Sinne werden wir die Resolution des Palästina-Kongresses veröffentlichen und wir denken und hoffen, dass sich viele Organisationen in Deutschland und international dieser Resolution anschließen können und dass wir hier einen sehr wichtigen Schritt geleistet haben, die Bewegung weiter aufzubauen, denn es geht hier nicht nur um Anklage und um Forderung, sondern es geht darum, letztlich Machtmittel zu schaffen, um Anklagen durchzusetzen, um Forderungen durchzusetzen. Und das werden wir gemeinsam weiterhin tun. Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung der Resolution. Vielen herzlichen Dank auch nochmal an die Rednerinnen Jamila Hamadaka, Abdallah Abdelhadi, Nadia Samur und Nura Erakat. Vielen Dank, dass ihr eure Stimmen hier heute publik gemacht habt. Vielen Dank an alle Menschen, die zugeschaut haben. Vielen Dank an alle Menschen, die bei Livestreams mit dabei sind. Und besonders vielen Dank an alle Menschen, die heute und morgen auf der Straße sind, weltweit vor deutschen Botschaften und deutschen Institutionen, um zu zeigen, dass Deutschland mitschuldig ist an einem Genozid. Sie können hier
durch verschiedene Mittel einen Kongress zwar verbieten, aber sie können unsere Stimmen nicht unterbinden und wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen, weil wir die Mehrheit haben. Deswegen bleibt sicher, wir sehen uns auf der Straße. Vielen Dank.